Vielen lieben Dank, dass Sie den Weg hier nach München gefunden haben, um ein bisschen was über Cisco zu hören. Cisco ist nicht ganz so was Einfaches. Wir haben deswegen erstens erklärt, was Cisco als unser Investitionsprodukt heißt und darstellt und wie es aufbereitet ist und organisiert ist. Cisco ist hier nur der erste Blick. Das ist unsere letzte Maschine, die wir in Betrieb genommen haben, aber auch eine unserer teuersten Maschinen, die wir in Betrieb genommen haben. Die macht eigentlich was Primitives. Sie sammelt nämlich die Pipelines, die irgendwie über Cisco verteilt sind, und bringt sie zu uns ins Werk, wo es dann verarbeitet wird. Ist nicht ganz einfach. Cisco ist ein ziemlich großes Gebiet. Wir reden hier also nicht über ein Field und noch ein Field, sondern wir reden hier über 8000 Acres. 8000 Acres sind 32 Quadratkilometer, was alles als Cisco zählt und was als Cisco von uns bearbeitet werden kann und wo wir die Rechte dran erworben haben. Die genauen Details werden nachher vom Dr. Steven Tedesco kommen. Nice to meet you. It's very fine that you're coming here to Germany. Thanks a lot. Herr Tedesco wird nachher auf Englisch übersetzen. Der Übersetzer steht direkt neben ihm. Wir machen das nicht simultan, sondern wir machen es Satz für Satz oder Absatz für Absatz, sodass man immer was Zusammenhängendes verstehen kann. Wir sind auch so aufgestellt, dass wir jetzt nicht die ersten 3 Sätze gleich unterbrochen werden wollen, aber wenn Sie dann Fragen haben und sagen, das verstehe ich nicht oder erkläre das nochmal oder sowas, wir sind hier, damit Sie uns erstens anfassen können und zweitens rückfragen können. Und drittens, dass man sagt, wir sind nicht irgendein anonymes Irgendwas in Deutschland oder in den USA oder in Amerika, sondern wir können angesprochen werden. Mein Kollege, der Herr Barche, der im Prinzip die meisten Telefonate mit Ihnen geführt hat, die letzten Monate und Jahre, steht da hinten. Der Herr Barche ist im Prinzip das schlagende Herz, wenn es um das Büro in Hamburg geht. Ich bin vorhin ein paar Mal gefragt worden, wie soll man die Veranstaltung hier in Süddeutschland, in München machen. Da gibt es 2 ganz primitive Antworten. Die primitivste Antwort ist, weil ich hier wohne. Die weniger primitive Antwort ist, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen und Investoren, die sich angemeldet haben, südlich von Rhein-Main-Gebiet waren. Ja? Und deswegen haben wir gesagt, die müssen jetzt nicht nach Hamburg hochfahren, um an der Veranstaltung teilnehmen zu können. Herr Dr. Klar kommt zum Beispiel aus Bodensee-Gegend. Ja? Also es ist hier eine ganze Masse Regionales vertreten. Deswegen bitte. Nicht nur Linde sitzt hier in München als ganz wichtiger Part. Wir werden nachher auch einen Referent von der Firma Linde hier noch haben, der Herr Dr. Gibst du mal die Agenda hoch? Wir haben uns jetzt das so vorgestellt, dass der Herr Dr. Scherle wird nach dem Herrn Dr. Tedesco kommen. Also ich bin der Thomas Ruf, ich bin der Erste da sozusagen. Dann kommt der Dr. Steven Tedesco. Es ist der geistige Vater der Technologie und der Analysis und der Wissenschaft, mit der Helium gefunden, gemacht und produziert werden kann. Dann kommt der Herr Dr. Scherle. Herr Dr. Scherle kommt hier von Standort München, wird uns erklären, was für komplexe Maschinen das wir brauchen, um von dem vielen Gas, das da aus der Erde rauskommt, das bisschen Helium, wobei wir sind ja der Meinung, dass wir richtig viel Helium haben, ja, von dem großen Gasstrom da abgetrennt kriegen. Und wir reden eigentlich im Wesentlichen deswegen von Helium, weil in Geld ausgedrückt der Heliumanteil mehr wert ist als der Gasanteil, der da rauskommt. Und auch der Teil ist, der, ich sage mal, seltener ist und deswegen stabiler ist, was jetzt die Produktion und die Absatzmöglichkeiten ist. Das wird uns der Herr Dr. Scherle vorstellen. Er wird uns vorstellen, was macht Linde alles. Linde hat 2 Parts. Einmal, dass sie die ganze Supply Chain macht bis nach Europa. Wir haben im Moment ja nur Heliumproduktion, das heißt, wir holen es aus der Erde raus und wollen dann mit der Technologie und den Maschinen von der Firma Linde, wollen wir dann im Prinzip das Helium von dem restlichen Gas abspalten, sodass wir dann einen Teil Helium haben, einen Teil Gas haben. Sie werden nachher dann noch die Information bekommen, dass wir heute schon Propan abspalten, dass wir heute schon CO2 getrennt haben, einfach weil es in der Branche und in der Technik so üblich ist. Aber
nachdem da jetzt nicht jeder ein Chemiker ist und nicht jeder das chemische System im Kopf hat, wollen wir das ein bisschen erklären. Dann machen wir ein bisschen eine Pause, damit Sie die Chance haben, 2, 3 Zwischenfragen zu stellen und oder natürlich einen Kaffee oder ein Wasser oder sonst was zu nehmen. Ansonsten, wenn Sie nach was dürstet, es ist hier aufgebaut, bedienen Sie sich bitteschön. Danach kommt dann der Robert Hoare. Robert ist unser Analytiker. Das heißt, das ist nicht auf Hoffnung aufgebaut, was wir hier treiben und was wir Ihnen vorstellen und was wir da was wir die vergangenen Jahre gemacht haben und was wir die nächsten Monate machen wollen, sondern es wird ganz konkreten Zahlen zum Ausdruck gebracht, was da entsprechend kommt und kommen soll. Und da wird er uns erklären, was für Datenbasis und Zahlenbasis das es gibt und wie er sie analysiert hat. Wir haben eine sogenannte Shortlist erstellt, damit wir wissen, dass wir aus den vielen, vielen Daten, aus den vielen, vielen Möglichkeiten dann die sogenannten Low-Hanging Fruits selektieren und herausholen, wo wir sagen, da sehen wir die größten Chancen, dass wir mit Erfolg ins Ziel kommen. Zum Schluss kommt dann nochmal der Dr. Tedesco, der Steven, dran und wird uns erklären, wie die Cisco-Entwicklung die nächsten Monate und Jahre zu verstehen ist und zu organisieren ist. Und ab 19 Uhr stehen wir dann zu Einzelgesprächen zur Verfügung. Wenn sich vorne der Zeitrahmen ein bisschen verzögert, wovon wir ausgehen, weil Sie Zwischenfragen haben, weil Sie das eine oder andere zusätzlich noch wissen wollen, dann müssen wir den Teil von 19 Uhr bis 20 Uhr ein bisschen kürzen. Danach gibt es ein gemeinsames Abendessen, wo wir dann natürlich noch einmal face-to-face beim Abendessentisch erstens die vielen trockenen Stoff, den Sie die nächsten Stunden jetzt hier verblättert kriegen, aufbereiten können und dann hoffentlich auch mit uns zusammen ein Glas auf das Trinken und Anstoßen, was wir da die nächsten Monate vor uns haben. Herzlich willkommen, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihr Interesse. Es ist ja doch ziemlich viel Geld im Spiel, das da für manche Menschen organisiert ist und auf dem Spiel steht. Und wir wollen halt ein gewisses Maß an Transparenz geben und wir wollen auch ein hohes Maß an Anfassbarkeit für Sie organisiert kriegen, damit Sie sagen, wir sind nicht irgendwo anonym irgendwo, sondern man kann ganz konkret mit dem Herrn Ruf telefonieren, mit dem Herrn Barche telefonieren, man kann mit uns mailen und wir versuchen da dann immer nach bestem Wissen und Gewissen auch Auskunft und Informationen zu geben. Gleich eine Frage, vielleicht können Sie noch was dazu sagen. Es gibt Star Oil Production und es gibt Star Fox und Running Foxes von Dr. Steven Tedesco. Wie hängt das zusammen? Vielleicht können Sie das mal erklären. Also es gibt die Star Oil GmbH, das ist das, die sie eingeladen hat. Das ist die deutsche Vertriebsgesellschaft, mit der wir die Investments, die wir in USA machen. Im Moment machen wir nur USA, wir sind aber nicht auf USA beschränkt. Aber in Ordnung, im Moment haben wir so viel Geschäft in USA angestoßen, dass das eben nur USA ist. Das heißt, wir vermitteln die Investments an Sie als Investor. Ja? Dann wird für jedes Paket, das wir machen, wird eine Gesellschaft gegründet. Sobald das Ding funktionsfähig ist und bewiesen hat, dass es Erträge erwirtschaften kann, gibt es dann eine LLC. Die LLC ist eine LLP wäre eine Personengesellschaft und LLC ist die Kapitalgesellschaft. Die hat ein paar Vorteile für deutsche Investoren und deswegen sind sie dann in der LLC gebündelt. Da wissen Sie dann ganz genau, wie viel Prozent innerhalb der LLC Ihnen gehören oder von Ihnen investiert sind. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, dass Sie namentlich ins Register eingetragen werden, dass Sie den und den Working Interest von der und der LLC-Beteiligung, und die LLC besteht dann immer aus einer oder mehreren Quellen, aus mehreren Organisationen, damit ihnen die Erträge zustehen. Und das ist dann so organisiert und gemacht, dass das dann direkt von Ihnen in Deutschland nach USA geleitet ist. Da ist dann die GmbH nur die Administrationsgesellschaft dazwischen, die telefoniert, für Auskünfte bereitsteht und ähnliche Dinge. Und dann gibt es in Amerika drüben die unterschiedlichen LLCs, also am Anfang haben wir für jede Quelle eine eigene LLC gehabt. Heute machen wir immer Packages draus. Das wird auch das sein, was wir dann für Cisco machen werden, wo wir dann sagen, in Ordnung, wir wollen nicht auf einem Bein stehen, weil da fällt man immer so schnell um, sondern wir möchten gerne auf mehrere Beine das Angebot geben, dass man da drauf steht.
Und dann ist das eine abgeschlossene Investition, wo dann nach Zeitachse X die entsprechenden Erträge zurückkommen sollen. Leider sind wir, das haben wir im Vorgespräch so ein bisschen schon diskutiert, auch von öffentlichen Entscheidungen abhängig. Die können wir gern bilateral diskutieren, weil da komme ich dann ins Politisieren. Das möchte ich jetzt nicht hier von der Bühne runter tun. Und dann gibt es, um Ihre Frage zu konkretisieren, den Dr. Stephen Tedesco mit den Running Foxes. Der hat zwei Aufgaben. Erstens mal ist er unser geistiger Vater von dem, was wir da betrieben und organisiert haben. Drittens hat er die Cisco zu uns gebracht und hat gesagt, ich habe da ein interessantes Gebiet, jetzt bräuchte ich ein paar Investoren und ob wir nicht Lust haben, da mitzumachen. Das ist also dann eine Kooperation. Aus rechtlichen Gründen muss immer ein Amerikaner und eine amerikanische Gesellschaft in dem Thema drin beteiligt sein. Das ist der Grund, dass wir den Herrn Tedesco noch drin haben. Der hat dann zwei Aufgaben drin. Das eine ist, dass er uns strategisch und organisatorisch betreut und zur Verfügung steht. Und das andere ist, dass er auch eine eigene Operating-Gesellschaft hat, sodass er die Operating-Rechte hat, wenn es dann um die Erträge und die Erwirtschaftung von Öl oder Gas oder Helium oder sonstigen Rohstoffgewinnung entsprechend zur Verfügung steht. Das ist vertraglich ordentlich organisiert und geteilt. Ich sage jetzt mal, für betriebswirtschaftliche Fragen nehmen wir mal den Herrn Weber. Er weiß, wo man im Moment gerade immer jeweils steht, wo die einzelnen Investments steht, wo die einzelnen Reparaturrechnungen stehen, wo die eigenen Rework-Rechnungen stehen. Das ist alles sein Job, das geht bei ihm zusammen. Dann gibt es den Herrn Tedesco, der sagt, ich möchte hier ein Rework machen, ich habe hier eine Quelle, mit der wir gut vorankommen. Er verweist dann meistens auf den Robert und sagt, Robert, wieso machen wir das bei der Quelle? Und der erklärt dann dem Herrn Barche und mir und dem Herrn Weber, warum und wieso und weshalb wir jetzt genau an der Stelle irgendwas tun sollen. Das heißt, im Vorfeld haben Sie mit mehreren zu tun und wenn die Quelle dann produziert und Erträge abwirft, hängen Sie nur noch an der LLC und Sie werden dann administrativ von deutschem Personal, sprich Star Oil GmbH, betreut, wo Sie Fragen stellen, wo Sie Abrechnungen kriegen und wo Sie im Prinzip die monatlichen Überweisungen kommuniziert kriegen, was jetzt die Erträge von Ihrer LLC in USA an Ergebnis erbracht worden ist. Reicht das als Antwort oder war das kompliziert? Also wenn ich das jetzt mal so sage, die Star Oil Production GmbH ist quasi der geschäftliche Teil zwischen den Investoren. Der vertriebliche Teil und die Administration. Und das ganze Technische und so, das geht über Das hängt dann an der Operating-Gesellschaft in der Regel. Und die Operating-Gesellschaft ist im Wesentlichen, also wir haben eine eigene Operating-Gesellschaft in den USA an anderer Stelle laufen, aber im Moment für die Cisco ist die Operating-Gesellschaft die Running Foxes vom Herrn Dr. Tedesco. Und wenn es jetzt um die, was gehört mir, mit wem muss ich verhandeln, dann muss man direkt an die LLC rangehen. Und da ist der Herr Weber der richtige Person. Er ist zertifizierter Steuerberater in Amerika drüben und hat alle Rechte, wenn es da um irgendwelche Gelder, Steuern und sonstige Fragen gibt. Ja? Er hat also mehrere Jahre da in Amerika drüben gearbeitet. Da haben wir ihn gefunden, kennengelernt und auch lieben gelernt, sage ich mal ganz vorsichtig. Ja? Ja, das ist nicht immer so ganz einfach, weil der Ruf, der hat immer so eine andere Vorstellung und der Herr Barch hat noch eine dritte Vorstellung. Wir sind dann schon ein Team, das sich dann zusammenrauft, bis dass wir zu einer Entscheidung kommen und sind. Aber wir haben dann im Prinzip alle drei Sichten, mindestens alle drei Sichten. Meistens ist die vierte Sicht vom Herrn Tedesco nochmal eine ganz wichtige Sache und meistens sind die Zahlen vom Robert noch... Okay, also jetzt einfach mal zur Erklärung. Am Ende des Gesprächs fragen Sie mich noch mal im Detail, wo Sie sagen, das war jetzt ein bisschen zu nebulös gewesen. Ich hoffe, dass das mal soweit reicht. Gibt es sonst noch eine Frage, die ich beantworten kann? Gut, Stephen. Thanks a lot. Your part. Please start. I'll start with, I have over 40 years experience in the U.S. Canadian oil and gas industry. I've also worked for some major mining companies for gold, lead, zinc, and silver. I've also done quite a bit of nuclear in my lifetime. So I'm basically in the resource business. Ja, also ich habe mehr als 40 Jahre Arbeitserfahrung, auch im US-amerikanischen und kanadischen Öl-Gas-Business. Ich habe auch schon in Goldförderungs- und Silberförderungsunternehmen gearbeitet. Ich habe mich auch schon mit Atomenergie befasst
Genau. Und bin also sozusagen mit den Ressourcen beschäftigt. I presently operate over 600 wells in the U.S., in Kansas, Montana, Missouri, and Utah. Natural gas, we also do water flooding and conventional oil. That's it. Genau, ich betreibe mehr als 600 Quellen in den Vereinigten Staaten, in Kansas, Missouri und in Utah. Da fördern wir Erdgas, aber auch natürliches Öl. I'm going to present first why helium is important. I tried to put German in here, and Akam was kind enough to tell me that sometimes it will make people laugh because the translator in the computer doesn't quite get it right, and I'm sure that's true. Next slide. So what is helium? It's very simple. It's probably the most inert molecule out there. Neon is sort of second, but basically it's the second most common element in the universe, but it's very rare on the planet, so we think. Also fangen wir erstmal mit, was ist Helium? Also Helium ist das meisten vorkommende Gas. Es ist direkt vor what was the helium and Helium, hydrogen, the second largest. neon. Als Neon. Und obwohl Helium im Universum der Stoff ist, der am häufigsten vorkommt, ist es hier auf unserem Planeten tatsächlich nicht so vertreten im Ausmaß. Helium is very inert. It does not react with anything except under very extreme pressures and temperatures. Basically, it does not convert to a solid except at very low Kelvin temperatures. Grundsätzlich ist Helium sehr träge. Es lässt sich nur unter extrem viel Druck überhaupt irgendwie verändern und zum Reagieren bringen. Und es ist nur unter extrem geringen Kelvinzahlen als Feststoff aufzufinden. Where is the origin of the Earth's helium? It takes about a billion years for uranium to generate one helium molecule. Also wo kommt Helium hier auf der Erde her? Also grundsätzlich dauert es 1 Million Jahre, bis aus einem Uranium, right? Also einem Uranstoff Helium entsteht aus dem Zerfall. You also get it from thorium, but most of the helium that we have on the planet was captured when the Earth was formed. Es kann auch aus Thorium gewonnen werden, aber das meiste Helium, was wir hier auf der Erde haben, entstand, als die Erde entstanden ist. The helium in the atmosphere is about 5.2 parts per million, and it's a constant. So that means helium is leaking from the Earth at a constant rate. Also die 5,2 in 1 Million ist wie Helium in unserer Atmosphäre vorkommt, und es ist eigentlich dauerhaft, tritt Helium aus der Atmosphäre. The problem with that is if helium can go off the planet into outer space without ever touching another molecule, and that's where it will go. The problem with the amount of helium in the atmosphere is that why is it so constant? So, die Frage ist natürlich, wenn Helium dauerhaft die Atmosphäre verlässt und quasi die Atmosphäre verlässt, ohne ein Molekül irgendwie zu berühren, wie ist es dann doch, dass es konstant in der Atmosphäre bei uns vorkommt? So there's probably more helium in the planet than we are really aware of. Also vermutlich befindet sich mehr Helium in unserem Planeten, als uns tatsächlich bewusst ist. So what do we use helium for? It is critical for cryogenics, to create computer chips, manufacturing of fiber optics. It's used in medical extensively. Also für was nutzen wir Helium? Also es wird am häufigsten benutzt für Kryogenik, für Computerchips und auch für das Herstellen von Lichtwellenleitern. It is critical in welding. You can use other gases for welding, but they're not as of the high quality that you get from a weld with using helium. Und es ist auch im medizinischen Bereich sehr wichtig und auch im Bereich des Schweißens. Also man kann auch mit anderen Stoffen das Schweißen erreichen, aber nur aus Heliumquellen kann es so gut laufen. It's used in leak detection. The quality of using it to detect leaks in pipelines and other equipment is critical. Es wird auch benutzt, um Lecks festzustellen, und die Fähigkeit, in Pipelines Lecks zu finden mit Helium ist herausragend. And it's critical if we ever get to fusion, because it is used as the primary
source of creating the heat that generates a nuclear reaction. Und besonders wenn es um nukleare Fusion geht, kann Helium sehr wichtig werden, da Helium die Hitze produzieren kann, die dafür benötigt wird. But can anybody tell me what the most important thing that helium is used for? Und kann irgendjemand mir hier sagen, was das Wichtigste ist, für was Helium genutzt wird? Party balloons. Come on, guys. I think everyone knows that. Got to keep the kids happy. So this is just a chart showing the different uses of helium. It's probably 2 years old now. And its magnetic resonance is very critical in health. Und also hier war das ist auch ganz wichtig, ist eine magnetische Resonanz im medizinischen Feld, wird Helium sehr wichtig. With no helium, we would not have a modern civilization. To some degree, same with fossil fuels. Both of those have lifted us out of poverty and into the society we have today, which is actually very good. Und ohne Helium hätten wir nicht die moderne Welt, wie wir sie jetzt hätten. Helium hat uns geholfen, aus einer armen Welt in die Welt zu kommen, in der wir jetzt heute sind. And that's despite what the media tells us about our lives. Und das, obwohl die Medien uns eher vermitteln, dass unser Leben gerade nicht so gut ist. So where helium, actually helium really started becoming important in World War I, and actually it was German scientists who recognized helium could be used to lift balloons. Wichtig tatsächlich, also Helium ist am wichtigsten geworden anfangs also im Ersten Weltkrieg, als deutsche Wissenschaftler erkannt haben, dass Helium genutzt werden kann, um Ballons anzuheben. Instead of hydrogen. Und zwar anstelle von Wasserstoff. And it panicked the British in World War I to start looking for helium. And subsequently, in the US, it was figured out that where we have large volumes of helium in certain areas. Und das hat dann auch die Briten in Panik versetzt, da sie selbst dann auf die Suche gegangen sind nach Helium. Und in den USA hat man auch erkannt, dass schon sehr große Vorkommen vorhanden sind. For decades, helium as a commodity was generated primarily in the US. Und für Jahrzehnte wurde Helium als Nutzstoff am häufigsten oder am meisten in den USA hergestellt. Basically, the US government controlled helium production in the US for decades. That changed in 2014 when the US decided helium was no longer a strategic element. Für Jahrzehnte hat die USA die Heliumproduktion kontrolliert, aber das hat sich in 2014 geändert, als entschieden wurde, dass Helium jetzt nicht mehr eine strategische Ressource ist. Up until recently, there's 6 areas of helium that were areas that produced helium, and that was Qatar, Russia, US, Canada, Algeria, there's one and Poland. Und es gibt 6 Felder oder 6 Gegenden, wo am häufigsten eigentlich noch Helium gefördert wurde. Das waren Russland, Vereinigten Staaten, Polen, Algerien, Kanada. What was the first one? I forgot. Wyoming. Qatar. Qatar, Russia, Poland, US, Canada, Algeria. And that's where most of the helium has come from. That's now changed. We're finding helium in South Africa, which will become a major producer. There's some other areas of the world, like Australia, that are becoming producers. And they get it in various areas from the gas processing, not necessarily from a specific location. Und, aber jetzt aktuell ist es der Trend, dass sich in anderen Gegenden auch mehr aufkommt. Besonders in Südafrika scheint ein großer Produzent von Helium zu werden. Auch in Australien entwickelt sich das mehr und dort wird es meistens auch durch die Gasproduktion als Beiprodukt mit produziert. Helium prices really took off starting in 2015, 2016 because of the high-tech industry that we need it for. Subsequently, prices went from $35 an MCF, and an MCF is 1,000 cubic feet of gas. And they hit high on the spot market price of upwards of $3,000 an MCF recently. Und in 2015 hat der Preis für Helium stark angefangen zu steigen. Das war hier, in den technologischen Entwicklungen ist Helium einfach sehr wichtig geworden. Und dort ist dann der Preis von $35 pro 1000 pro 1000 Kubikfuß gestiegen auf $3.000 pro 1000 Kubikfüße. Okay, sorry. The price of processing
to get helium out of natural gas is around $150 to $200, but that could drop depending upon the efficiency of your equipment to extract the helium. Genau, und der Preis für die Prozessierung für die Suche und Verarbeitung variiert, je nachdem, was für Mittel genutzt werden zur Förderung oder welche Technik angewandt wird, um bei der Gasproduktion Helium mit zu produzieren. The Russians were on track to provide 30% of the world's helium until they invaded the Ukraine, but also they have a lot of problems with their equipment because they keep the seemingly burned down and they're delayed 6 months constantly. Und Russland war auf dem Weg, 30% des Heliums zu versorgen, bevor sie mit dem Krieg angefangen haben. Und das Problem ist auch, dass sie viele Probleme mit dem Equipment haben. Now these are the sources of helium. I won't go through all of them, but the problem we have in science is where is the helium really coming from? And it isn't until recently that people really have focused on this because there's seemingly more helium present than what they've estimated that is in the Earth. Hier beginnen es gleich durch die Möglichkeiten, wo Helium zu finden ist, die Quellen, aber die Frage danach, wo es herkommt, ist jetzt in den letzten Jahren noch mal mehr aufgekommen, da man jetzt langsam festgestellt hat, dass Helium doch in höherer Zahl vorhanden ist, in höherer Menge vorhanden ist, als man dachte. The source of helium, like I said, with the atmosphere, it is really odd that it maintains itself. It really should not. The helium that's in the atmosphere should leave and be gone, but it seems to be constantly replaced. Und eben weil der Heliumgehalt in der Atmosphäre so konstant ist, ist einfach seltsam und eigentlich müsste es weniger werden, wenn es die Atmosphäre verlässt. Deswegen ist es eine sehr interessante Frage, warum das so konstant bleibt. Now, I'm a geologist by training, so sometimes these diagrams for non-people don't make sense. But essentially, this is granite, and then you have layers of rock, and then the seal, and the reservoir. Those names the same in German? Also ich bin Geologe, deswegen ich weiß auch für andere sind diese Grafiken oder Bilder oft etwas verwirrend, aber man sieht hier ganz klar, unten ist die Granitschicht und folgen weitere Steinschichten, wo dann an der Oberfläche das Siegel drauf sitzt und auch das Reservoir, sieht man hier. The helium migrates, just goes up, and then traps itself in the reservoir. Helium wandert eben nach oben und wird dann gefangen oder festgehalten im Reservoir. So a lot of helium is trapped and then remobilized. Genau, viel von dem Helium ist eben festgesetzt und wird dann mobilisiert. Along with nitrogen, methane, and carbon dioxide. And there's 3 types of deposits: low grade, moderate grade, or high grade. Ja, und es wird dann zusammen auch mit Kohlenstoff, mit Nitrogen und Methan aufgefördert und es wird unterteilt in Low Grade, also niedriges Level, ein mittleres Level und ein hohes Level. The Cisco project is between the moderate and the high grade. Und das Cisco-Projekt befindet sich zwischen der Mittel- und der hohen Stufe. This is central the US, and some of the biggest deposits lie right here and right here for helium. Und das hier ist die zentrale USA und in diesen roten Feldern sind die größten Vorkommen für Helium. The problem for finding helium is it doesn't have any association, except with nitrogen for some reason. Und es ist interessant, also es ist schwer es zu finden oder mit Helium Sachen zu finden, da Helium einfach keinerlei Verbindungen fast hat, außer mit Nitrogen? Das ist nicht Nitrogen? Stickstoff, ja, außer mit Stickstoff. It also has an association with carbon dioxide. Several of the recent large deposits have a lot of helium in them. Also es hat aber auch irgendwann eine Verbindung zu CO2, da das Helium sehr oft in CO2 vorkommen oder in Ansammlungen vorkommt. But there are no tools we can use to find helium specifically underground. We have to go after it by looking for natural gas, basically just natural gas, because nitrogen has no tools to find it either, nor does carbon dioxide. Und wir haben eben keine Werkzeuge, um das Helium direkt zu finden. Wir müssen immer darüber gehen, dass wir Erdgas suchen. Und auch mit CO2 oder mit Stickstoff kann man es nicht gezielt finden. The problem with helium is your seal has to be really good.
So the seal rock above the reservoir has to be really tight. Helium migrates through everything if it can. Und was wichtig ist, dass dieses Siegel an der Oberfläche muss richtig dicht sein, da Helium durch fast alles durchwandern kann, wenn es will. Next one. This is a helium map of the US and Canada. This is a big play area now. They're finding pretty good helium. This is historically where a lot of helium is coming from. Also das hier ist eine Karte von den Heliumvorkommen in den USA und Kanada. Und da oben ist, wo gerade aktuell sehr viel vorhanden ist. Und im Zentrum sieht man, wo in der Vergangenheit die größten Vorkommen schon immer waren. This area is the major source of helium in the US right now, and it's operated by Exxon. Und dieser Bereich hier, den gerade gezeigt wurde, ist einer der größten Vorkommen oder eine der größten Flächen, wo Helium produziert wird in den USA und wird aktuell von Exxon betrieben. This is Cisco, and this is an area that's got a lot of helium as well. Und das da etwas drüber gerade eben war Cisco und der Bereich darunter ist, wo auch noch sehr viele Heliumvorkommen zurzeit sind. This area of the US right now has no helium of note. Und der Bereich ganz da drüben hat aktuell keine Heliumvorkommen, von denen wir zumindest wissen. About 8 to 17% of all natural gas wells have helium in them. The remainder do not. So it's a very hard element to find. Und eben von allen Erdgasvorkommen haben nur 8 bis 17% überhaupt Helium vorhanden. Deswegen ist es ein sehr schwerer Prozess, dieses Helium zu finden. Helium is generally found, that's economic, in old rock with old water. That means that water that's sat for millions of years and not moved and keeps trapping helium. And the older the rocks, pre-Pennsylvanian, Paleozoic. Und am besten wird es gefunden in alten Gesteinen und auch in alten oder in alten Wasservorkommen, die schon seit Millionen Jahren unbewegt irgendwo sich befinden und Helium aufnehmen können. Und vom Stein eben aus der paläozoischen Epoche noch am besten. The Cisco area is unique in that it has no old rocks. The granite sits there, and right above it is younger rocks, but we're trapping helium because we have a major helium field right next to us. Und was besonders ist über die Cisco-Gegend ist, dass es dort keine alten Gesteine gibt. Direkt über der Granitebene liegt schon junges Gestein, aber wir haben ein großes Vorkommen eben dort in der Gegend, was wir nutzen können. These are major areas producing outside the US and Canada. So you can imagine that having a third of the world's reserves in Iran and Qatar really makes me feel comfortable about its future. Und das sind eben die anderen Bereiche außerhalb von USA, wo noch Helium gut produziert wird. Und dass eben in Katar und Iran 1/3 des Heliums liegt, stimmt mich sehr positiv und gibt mir Vertrauen. Darf ich was fragen? Auf der vorigen Karte haben wir gesehen, wo überall, ja? On the slide, Eins nach vorne? One, Da, ja. ja. Ich sehe Utah, Helium hat 7% Helium. Ich sehe jetzt aber nichts hier von Cisco. Wo ist Cisco? So it doesn't. Right next to Cisco. This is right next to Cisco. Ah, okay. And it's been produced. So we expect 7%? No. We don't know. We don't know. This zone, we haven't had many tests on it yet, where Cisco is. This field was found in the 1930s, and it's just 2 wells. So we're going to start testing the deeper zone. Also diese Zone ist, in dieser Zone haben wir aktuell noch nicht so viele Tests gemacht. Die wurden 1930 entdeckt, es gibt 2 Quellen dort und wir werden jetzt eben in den tieferen Zonen anfangen, Tests durchzuführen. We could have 7%, but I want to be conservative and say I have 1 to 1.5%. Und Okay. wir könnten 7% haben, aber ich will jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sage deswegen zur Sicherheit, dass es eher 1 bis 1,5% sein könnten. Okay, die zweite Frage ist, ich sehe jetzt das Saskatchewan, 0,9%. Ab wann lohnt sich das überhaupt, das Helium herauszufiltrieren? So from what percentage is it worth to actually try to get the helium from that deposit or from that Right reservoir? now, 0.3% helium is economic at present pricing. 0,3. 0.3. Also ab 0,3 ist es aktuell wirtschaftlich lohnenswert, Helium
zu produzieren. Go to the next slide. No, back up. One. Look at that percentage, 0.04%. But they flow 100 million cubic feet of gas a day, so it's economies of scale. Sorry, that was... Economies of scale. They flow 0.04% helium a day with their gas, moving 100 million cubic feet of gas a day or more, so it's economies of scale. You can process that, make that amount economic because you're moving so much gas. Okay? Wenn man so viele große Mengen Helium transportiert, 100 Millionen, Yes. 100 Millionen Kubikfuß an Helium, dann kann man das wirtschaftlich erschwinglich machen. Oder An Gas. an Gas, Entschuldigung, Gas kann man das wirtschaftlich nutzen. I'd love to have 100 million a day. Next. This is the U.S. produces 60% of the world's helium right now. Und die USA produziert aktuell 60% des weltweiten Heliums. About 75% comes from the LaBarge Big Piney field that Exxon operates in Wyoming. Und 75% davon kommen aus dem LaBarge-Feld im Big Piney, was von Exxon bearbeitet wird. The gas here is not methane, it's carbon dioxide. Und es ist nicht Methangas hier, sondern Kohlenstoffgas. Thankfully, they don't put it into the atmosphere to get rid of it. It's used in secondary or tertiary recovery for oil production. Und es wird auch, also der Kohlenstoff, der dabei genommen wird, wird nicht in die Atmosphäre gesandt, sondern glücklicherweise wird es für Sekundär- oder Tertiärzwecke verwendet. Our wonderful U.S. government has defined all of this as off limits for future development because it's a wilderness land. Subsequently, this field could supply a good part of the world with helium if it was allowed to produce. Und die Regierung hat entschieden, dass das Gebiet jetzt für zukünftige Entwicklungen nicht genutzt werden soll, da es eben geschütztes Gebiet ist. Aber tatsächlich könnte das Feld das Helium für die gesamte Welt produzieren. For how long or just for the whole world? For the whole world. Einfach könnte für die ganze Welt produzieren. Fortunately, by doing this, makes Cisco valuable because they can't get at that helium, but we can get at ours. So that's why we have a play at Cisco. Und deswegen ist Cisco so wichtig geworden, da Cisco eben in dem Gebiet sehr wohl noch weiter gebaut werden kann und entwickelt werden kann. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir damit arbeiten. This is North and South Pars in Qatar and Iran, one of the most stable places in the world. Das ist Nord- und South Pars, Südpars, das ist in Katar, Iran, eine der sichersten Gegenden der Welt. Iran is not producing its helium, but it has one of the largest reserves. Also Of Iran, course, they are lying because they sell their gas to Russia, and I'm sure they take the helium out. Next slide. Go ahead. also Iran produziert zwar nicht selbst Helium, they don't produce Helium, right? Right. Produzieren angeblich nicht ihr eigenes Helium, aber haben ein Vorkommen und sie verkaufen auch ihr Gas in Mengen an Russland. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass da auch Helium mitkommt. This is the big field in Algiers. Now this field is near the end of its life. There's other fields they found in helium in Algiers, but they're not taking out the helium because Europe needs the gas. So they feel that they don't need the helium right now. Ja, und das ist ein Feld in Algerien, was jetzt schon bald am Ende ist. In Algerien wurden zwar auch noch andere Felder gefunden, aber die werden aktuell nicht genutzt, da es Europa selbst will und das Gas braucht und deswegen das Helium nicht rausgenommen wird. This is the central part of the U.S. You can see Cisco. Texas Panhandle is one of the oldest fields, along with the central Kansas uplift, that have made most of the helium up until 2000 in the U.S. Genau, man sieht hier auf der Karte Cisco und daneben ist Texas Panhandle und what was the other field? Central Kansas uplift. Central Kansas Uplift und die Felder waren bis 2000 die Felder, die Quellen, wo das meiste Helium für die USA produziert wurde. Wem gehört das Four Corners? Wer betreibt da etwas? So who's working on Four Corners? They're all related to the Navajo Nation. I don't know offhand. They're small independents.
But there's helium that's coming out, has been coming out of here for some time. But the Indians create issues they're like a third world country. They're allowed to write their own rules inside the United States. Also das ist aktuell Navajo-Gegenden von Ureinwohnern und das sind eher unabhängige Firmen, die daran arbeiten. Und es gibt ein paar Probleme, da die Ureinwohner da quasi eigene Regeln sich errichtet haben. Another problem with the Four Corners area, they have high numbers, but their reserves seem very limited and they have a lot of water comes in quickly. Und die Zahlen sind zwar viel in der Gegend in Four Corners, aber sie haben... Sorry. Water comes in quickly. Aber in die Reservoirs kommt das Wasser sehr schnell wieder rein. This is the Texas Panhandle. This is really the oldest field in the U.S. producing helium. It is at the end of its life. But it produced 400 BCF of helium, which is worth $1 trillion today. Genau, hier ist Texas Panhandle. Das ist die älteste Quelle in den USA, wo Helium gefördert wurde. Und ist jetzt auch eher am Ende der Lebenszeit, aber hier wurden 100 BCF Öl transportiert, was heute quasi heute 1 Billion Dollar entsprechen würde. This is part of the northern part of the Texas Panhandle, Hugoton. It's in Kansas. You can see some of the economics for these fields. They are excellent in terms of rate of returns, if helium production today. So, das ist der nördliche Part von der Texas Panhandle, das liegt in Kansas. Und hier sieht man dass auf diesen Statistik, dass die Abgaben sehr gut darin sind oder das, was es abwirft. We're getting to smaller fields now. This is the Ryerson. This field was capable of producing helium for years, but the company, which was about my size, put in a helium plant, and they've produced over 30 BCF of helium over time. And it's not a very big field. This is about, 1.2 kilometers by 1.2 kilometers, so it's not a very big field. Und jetzt kommen wir zu den kleineren Feldern. Das Ryerson hat aber auch über die Laufzeit mehr als 30 BCF produziert. Aber es ist eben auch die Firma, die darauf gearbeitet hat, ist etwa so groß wie unsere. Und die Maßen sind eigentlich 1,2 mal 1,2 Kilometer. Das ist wirklich ein kleines Feld. Another area that I've worked extensively is the eastern Colorado. I actually live just off the map up there. But this area has a lot of helium. It's been very productive. This area is being developed by an Australian company called Blue Helium. Das ist jetzt in Colorado. Da habe ich auch schon mich sehr viel darum informiert. Ich wohne auch da komme aus der Gegend her. Hier ist auch sehr viel Heliumproduktion. Wird aktuell von einer australischen Firma bearbeitet namens Blue Helium. This area also has water problems, very high helium, but it's fresh water, and it's creating issues with the locals who don't want their water asset destroyed. Und hier ist auch eine leicht problematische Gegend, da auch wieder das Wasser ein Problem ist, da die Einwohner nicht ihr Wasser dafür verwenden wollen oder verlieren wollen. The sandstone that the helium is found in is called the Morrow. It's what's Pennsylvania rub? 250 million years ago or 400? 250 million years ago. Just yesterday, it was deposited, but it's got this massive seal above it. There's shows in these rocks down here, but they have no seal. It's very important to have a good seal. Keep the helium. Das ist der Sandstein hier, genannt Morrow. Das Helium hat sich hier angelagert vor 250 Millionen Jahren etwa. Und hier ist auch ein großes Siegel drüber, eine große Siegelfläche, und das ist einfach sehr wichtig. And this just gives you an idea of the basement. What we call the basement is granite. That's how you would look at it. And it's related to faulting that goes on. That's why the helium is associated where it is. This is part of the Texas Panhandle. This is the Keys Field. It's a big, big hill, and it's full of helium. Und hier sieht man noch die Auswirkungen von Granitverwerfungen. Die Basement wird es genannt im Englischen.
Und sieht man einfach auch nochmal das Kiesfield, das ist ein Ausläufer von der Texas Panhandle, das auch ein sehr großes Heliumfeld ist. Keep going, one more. No, other. Back or forth. Back up one? Look at this. Well, those are the Morrow channels that are filled with gas, and then you find helium along it. Das hier sind einfach die Morrow-Kanäle, wo Gas gefunden wird und dann eben als Beiprodukt auch Helium. This is one of those small fields in southeast Colorado, and you get these gas closures, and helium is always at the top of these. We have two types of traps in oil and gas, structure and stratigraphic, or a combination thereof, and helium's always on the top of the structure. Hier waren wieder zwei kleine Felder zu sehen in Südost-Colorado. Und da ist immer zu sehen, dass das Helium sich oberhalb befindet der Strukturen. Okay, next slide now. This is that area where I said Blue Helium, the Australian company. It's an old field that's still, it's got high numbers. What you should notice is there's a lot of dry holes. And that's the problem with any petroleum as well as helium exploration is you have a lot of nice structures, but they don't have anything in it. Und hier sieht man nochmal dieses Feld, was von der australischen Firma Blue Helium bearbeitet wird, was man hier, also die haben auch hohe Zahlen, aber man sieht sehr viel trockene Löcher, dry holes, right? Right. Trockene Löcher, und das Problem ist bei der Benzin und auch bei der Heliumgewinnung, dass man zwar sehr viele gute Strukturen haben kann, die aber auch einfach leer sein könnten. Next slide. This is the area we're in. It is called the Colorado Plateau. Grand Canyon's part of it. Some of the most scenic areas in the country are part of this. It is like a big block floating on lava that's just floating around through time. Das ist jetzt die Stelle, wo wir sind. Das ist das Colorado Plateau. Der Grand Canyon ist auch Teil davon. Das ist eine sehr schöne auch Gegend in dem Sinne. Und letztendlich, was hier besonders ist, ist, dass es quasi eine Struktur ist, die auf einem Lavafeld umhertreibt. There are a lot of helium-producing fields through here. This is Navajo Springs and Pinto, which is a big field in Arizona. Hier sind auch sehr viele Heliumfelder, die betrieben werden. Das unten links ist zum Beispiel ein Feld in Arizona. This field is just to the west of Cisco, but it's at 8,000 or 9,000 feet. What is that? 6,000 or 5,000 meters. And two wells made equivalent of a BCF and a half gas of helium. It's just in the deeper part of our area. Sorry, can you do that one again? Yeah, that's fine. That's the salt wash field. It's probably 30 kilometers, 40 kilometers from us at Cisco. And it made helium, Amoco drilled it, about a BCF of helium out of two wells. 1 BCF. 1 BCF. Und das ist jetzt ist ein Feld westlich von Cisco. Es liegt auf etwa 8.000 Fuß. Es müssten so, wenn mich nicht alles täuscht, 3.000 Meter rum sein. Und hier wurden auch schon an 2 Quellen 1 BCF Helium gefördert. Harley Dome is right here. There's salt wash. Und wo ich das als erstes gezeigt habe, war Harley Dome und Salt Wash ist daneben. Next slide. This is the Harley Dome facility. These are the trucks that carry the helium to market. This was declared at one time a national resource and protected by law. It consists of 2 wells. It's been producing on and off for 50 years. It is a nice structure, anticline going to the northwest. Und was man hier sieht, ist die Fabrik und die LKWs, die das Helium dann an den Markt bringen. Und diese Gegend da unten ist ein Feld, was durchs Gesetz geschützt wird und on-off, also immer mal wieder für den letzten 50 Jahren betrieben wurde und ist auch eine sehr gute Struktur zur Gewinnung von Helium. It produces from the Entrada sandstone. These are our fields over here. There are almost no tests to the Entrada, and where they don't test the top of structural highs. Das ist das Entrada-Sandstein und da oben sieht man unsere Felder. Und in dieses Entrada-Sandstein haben wir noch nicht viele Tests durchgeführt.
You can see it's made about $15 million in helium since it's produced, which is small. Und aktuell hat es 15 Millionen in Helium gemacht, was an sich nicht viel ist. Next slide. This is to show you something. We use a lot of aeromagnetics, surface geochem, as well as seismic and subsurface geology in looking for these targets. Yeah, I need the seismographic, aeromagnetic, and what? And subsurface geology and surface geochemistry. Genau, und wir nutzen hier am häufigsten Aeromagnetismus, Seismographie, Oberflächen, Geochemie und Geologie unter der Oberfläche. This is an aeromagnetic map that's interpreted to see where deep faults are. The faults act as the migration paths of helium coming up into the reservoir. Und hier sieht man eine aeromagnetische Karte und die zeigt uns die Verwerfungen, die von Helium genutzt werden, um an die Oberfläche zu treten. These are intrusions. Note that Harley Dome has intrusions. Part of our area at Cisco does, and they get less over here. We have in shallower zones 0.2 to 1% helium in those shallower zones. Und hier sieht man auch Strukturen oben rechts im Harley Dome haben wir 4 Stück, dann haben wir im Zentrum auch noch ganz viele und im Westen wird es etwas weniger. Und hier im Zentrum haben wir etwa 0,2 bis 1% Helium. We will now be drilling wells to the entrada in here. An dem oberflächlichen Level, also nicht so weit in der Tiefe. Okay. To try to find higher helium. At Harley Dome, the shallower zones only have 0.2% helium. So we would not know where to drill until we drill the entrada, the deeper zone. Und aktuell müssen wir nach höheren Heliumvorkommen suchen. Man sieht da oben in den seichten, niedrigen Vorkommen haben wir nur 0,2%. Deswegen wissen wir nicht, wo wir da noch bohren können. Deswegen müssen wir jetzt in dieses Entrada-Sandstein, den tiefen Sandstein, reinschauen und schauen, ob da noch mehr Vorkommen sind oder wie viel da noch drin ist. So this is a cartoon of how helium gets up into these reservoirs. It migrates up along what is basically a big fault system and gets trapped in somewhere in the rocks. Ja, also hier sieht man ganz gut veranschaulicht, wie Helium hochwandert. Also es wandert durch diese Verwerfungen nach oben, bis es dann irgendwann sich in einer festen Schicht festsetzt. How do I evaluate helium play? Well, I'm being obnoxious when I say good luck. Also wie bewertet man jetzt so ein Helium-Vorhaben? Und da muss ich sagen, viel Glück. Most states do not keep production records. Only the federal government talks to producers and users and makes guesses and assumptions about helium reserves. That's kind of... Oh, is that what it says? Okay. That's exactly correct. And then, okay, so you all read that. Let's move on. If you add something to it, I will translate it for sure. Well, as long as it says what I say in English, yeah. What tools do I need? Well, structures, and we're looking for like a hill underground where everything stays at the top. Genau. For some, we need basement tectonic activity. That means you live like in a fault zone area, and we think of earthquakes in LA as something like that. Genau, und was für Werkzeuge haben wir dafür? Also wir brauchen zum einen die Strukturen und nach welchen Strukturen wir suchen, das sind quasi unterirdische Hügel und genauso brauchen wir auch noch der Tectonic Fault, like LA fault systems. Nach eben Verwerfungssystemen wie zum Beispiel in Los Angeles, anhand Erdbeben oder ähnlichem. The older rocks, the better, but we don't have that at Cisco. It always sounds great to have very high percentages of helium, but the problem with a lot of those is they don't have significant reserves that make it economic. Also es ist natürlich immer besser, wenn das Gestein alt ist. Das ist bei uns in Cisco natürlich leider nicht der Fall.
Und nur weil eine hohe Menge an Gas ist, heißt nicht, dass da viel Helium vorhanden ist, weil es auch einfach sehr viele Reservoirs geben kann oder dass einfach die Reservoirs dann fehlen von dem Helium. Your host gas can be carbon dioxide, methane, and nitrogen or a combination. Und also das Gas, was es beinhaltet, also wo das Helium beinhaltet ist, kann eben CO2, Stickstoff oder Methan sein oder auch andere Kombinationen. Now, why that is critical, what your gas composition is, if it's CO2, I have to put it back in the ground or sell it to an oil company to move more oil out of their field. So, warum es wichtig ist, welches Gas genutzt wird, ist, dass zum Beispiel, wenn man CO2 fördert, muss man das entweder zurückgeben wieder in den Boden oder man muss es verkaufen an andere Weiterverarbeiter. If I vented CO2, my name would be all over the media as a bad guy. Und wenn ich natürlich das CO2 einfach ausstoßen würde, wäre es natürlich nicht gut in den Medien und wäre auch absolut. I can vent Schlechter Beruf. nitrogen, but the thing is, what nitrogen can't do for me, and Harley Dome is helium and all nitrogen. The problem is the energy use that they have to go through to get the helium out of the nitrogen. Und ja, Stickstoff kann man einfach ausstoßen. Wir haben auch in Harley Dome eigentlich nahezu nur Stickstoff. Das Problem ist aber hier die Energie, die aufgewandt werden muss, um Helium aus Stickstoff zu gewinnen. The power requirements, as Mark will go over, or maybe allude to, for these helium units is large. So, having methane is very good for us. I pay no royalties on that methane to anybody to use that for power generation. Und deswegen die Energie, die genutzt wird, um aus dem eben Helium zu nutzen, ist einfach immens. Und deswegen ist Methan tatsächlich am besten, da ich hier keinerlei Zahlungen irgendwo hingeben muss, um zu fördern. No payments for... No royalty payments to the federal government. Genau, an die Regierung, um dort zu arbeiten und das damit zu gewinnen. We do generate some CO2, and we're working on putting that back in the ground, because the U.S. government gives me great tax credits to do that. Also wir produzieren, es entsteht auch CO2, wir haben auch CO2, aber da arbeiten wir dran, es wieder in den Boden zurückzugeben. Da haben wir auch sehr gute Boni oder sehr gute Bedingungen von der Regierung bekommen, steuertechnisch. Now, basically, my exploration method is to sample existing gas wells. That's the way we're doing it. There are people who try other things, but that's the best way to start. And as I suggest here, we use a combination of things, but the best way to do it is to have some helium already present in the gas being produced. Und wie kann man das am besten nachforschen? Wie kann man am besten da die Bewertung anstellen? Es ist einfach meiner Meinung nach die bestehenden Quellen nutzen und bewerten, auswerten. Es gibt andere Unternehmen, andere Betreiber, die andere Sachen machen. Wir probieren auch verschiedene Kombinationen zum Teil aus, aber ich sage trotzdem, dass das Wichtigste ist, dass man halt eben bereits eine Heliumquelle hat und an der man sich dann orientieren kann. The big thing is development and processing methods. Basically, helium is treated like a waste gas for most governments and states, except for Utah and the federal government, who do take a royalty. And this just goes through a summary of how to general processing methods. The biggest risk is the cost of building the plant. They're not cheap. Also hier ist nur eine Zusammenfassung von Methoden, wie man Heliumressourcen erschließt und verarbeiten kann. Grundsätzlich muss man sagen, dass Helium eher als nicht so relevanter Stoff gesehen wird, außer jetzt von der Regierung von Utah, die Zahlungen dafür dann verlangen. Aber what was the last part? I forgot. Nee, genau, ich The weiß biggest cost. I know again. Aber es ist also einer der größten Risikofaktoren sind die Kosten, die aufgewandt werden müssen, um die Fabriken zu errichten. Excellent. Die sehr hoch sind, diese Kosten. So in summary, helium is critical to society. They're paying all of us a lot of money for it. So we should try to go forward and get it out of the ground. Zusammenfassend, Helium ist extrem wichtig in der heutigen Zeit. Und wir werden dafür bezahlt, dass wir es fördern. Also so sage ich, sollten wir es auch fördern und aus dem Boden rausbekommen.
And I'm sure Akam will provide you a copy of this slideshow if you ask for it. Next slide. Ich denke, wenn Oh, auch by the way, buy my book. Kopien von der Präsentation werden bestimmt noch an Sie weitergegeben, wenn Sie wollen. Und das ist mein Buch hier. Okay. Any questions? Fragen? Okay. Next slideshow. Okay, now we're going to talk about the gas markets, which is really the critical element. So, jetzt gehen wir über in den Gasmarkt. Yeah. Next slide. So this is a map of our pipelines, major pipeline system. Also das ist eine Karte der größten Pipeline-Systeme in den USA. You can see it's real empty out here because no one lives here. Man kann sehen, es ist hier ziemlich leer da drüben im Westen, aber es liegt daran, dass da einfach auch niemand lebt. All our gas goes from here to the great state of California. Also unser Gas geht in den Westen, in den wunderbaren Bundesstaat Kalifornien. Next slide. We're sold into what's called the Wright River Junction Hub. There are over 60 different hubs, and each one has different pricing and different requirements. Wir sind im sogenannten White River Junction Hub. Es gibt von diesen Zentren-Hubs mehr als 60 verschiedene, die alle unterschiedliche Preise, Richtlinien haben, Voraussetzungen. What is critical in the US is we have underground storages. Basically, we put natural gas in the summer underground. That's for winter, to offset shortages. Notice that there's a lot here, but really not much here. Was besonders ist in den Vereinigten Staaten, ist, dass wir unterirdische Lagerräume oder Lagerung haben von Erdgas. Wir pumpen Erdgas in den Boden oder unterirdisch, damit wir im Winter bei Gasknappheit zum Beispiel dieses Gas nutzen können. Und wie wir sehen konnten, war ganz links nicht so viel Vorkommnisse. Und die Lager alle eher im Osten. The sources of electricity in California and Washington and Oregon are the same, is natural gas. Solar and wind are very far behind. Und man sieht, die größten Energiequellen in Kalifornien, auch in den anderen Staaten, ist Gas und Solar- und Windenergie sind sehr viel geringer. You can read this, but essentially the very progressive and liberal governments of California have pushed wind and solar. So under the right circumstances, they have major power shortages. Und also das können Sie zwar alles durchlesen, aber was man dazu sagen kann, ist, dass die sehr liberale Regierung in Kalifornien einfach sehr auf Solar- und Windenergie pocht und in bestimmten Situationen kommt es dann einfach zu Knappheiten damit. So you have these gas storages that are supposed to last through the winter. And there are times when they put the gas back in the ground in the middle of winter, trying to catch up so they can keep gas prices low. Und wir haben eben diese Gaslager, die für den Winter eben genutzt werden sollen und auch zum Teil im Winter noch nachgefüllt werden, damit die Preise halt eben konstant gehalten werden können über den Winter. So this past November, they had a very cold spell, or period of cold weather, that they normally don't see, and they used up all of the gas in their gas storage. They expected a warming trend to happen, and that has not happened. Go ahead. Ja, und leider im letzten November kam eine Kältewelle und das gesamte Gas aus dem Lager wurde aufverbraucht und man hat erwartet, dass es wieder wärmer wird, aber das ist nicht eingetreten, es ist weiterhin kalt geblieben. So they instead got a lot of bad weather. If you've been watching the news, I don't know if they report it over here, but they've been getting storm after storm after storm. Solar doesn't work well when it's cloudy and rainy. And windmills, wind farms, sometimes they can't use them because the wind is going too fast. So it was the perfect storm, and natural gas prices surged. Und also es gab eben sehr schlechtes Wetter, es waren starke Stürme, und in solchen Verhältnissen kann natürlich Solarenergie nicht effektiv genutzt werden, da es dauerhaft bewölkt ist. Zum Teil die Windenergie kann
nicht genutzt werden, da die Winde zu stark waren und mussten dann abgeschaltet werden, die Kraftwerke. Und als Folge davon sind die Gaspreise extrem gestiegen. So what happened is gas prices in the rest of the country stayed at $4, $3. Ours surged to $14 last month. We're getting $15.50 US dollars this month, and we expect that for the next 2 months. Und was die Situation, also die Gaspreise in Kalifornien sind extrem gestiegen, wobei im Rest vom Land der Preis noch bei $4 lag, sind es in Kalifornien auf $14 gestiegen. Es wird jetzt diesen Monat $15,5 und das wird auch noch für die nächsten 2 Monate so bleiben. So before you think I'm anti-renewable, I'm involved in wind and solar in certain parts of the country. It's just that you have to be prepared for the worst in terms of having the right combination of energy sources. They were not. Somewhat like Europe in terms of going all renewables and forgetting about the fact that renewables don't work all the time. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich komplett gegen erneuerbare Energien bin. Ich bin selbst involviert in Wind- und Solarenergie. Aber was mir einfach wichtig ist, dass man erkennt, dass man sich für den Extremfall vorbereitet, man eine Kombination aus allem nutzt. Und das war eben in Kalifornien nicht der Fall. Und das sehe ich auch ähnlich tatsächlich auch in Europa mit diesem Sprung zu diesen erneuerbaren Energien ohne Kombination. This is just a gas daily that we can get, and all of these ones are different hubs. And I apologize that it's hard to see the prices, but this is like $2.48. Is this one better? No, back it up. But this is one of the hubs in the Rocky Mountains. That's where our region is. We're in the $14, $15, $16 range, and spot prices sometimes hit $100 an MCF to Californians. So they're paying a lot of money. Maybe the same as here, but for the US they're paying a lot of money. Und was man kann es ein bisschen schlecht sehen. Man sieht, das sind die Auflistung von allen Hubs und den verschiedenen Preisen. Da hat man zum Teil $2,5, aber man sieht jetzt eben, dort wie wir sind, im roten Bereich, in den Rocky Mountains, wo Cisco angesiedelt ist, haben wir einen Preis von $14. Und im Peak kann das sogar bis zu 100 hochgehen, was als Folge natürlich für die Kalifornier sehr teure Gaspreise bedeutet. Es kann sein, dass es hier natürlich gerade auch ähnlich viel gezahlt wird, aber im Vergleich zu Amerika ist es einfach ein sehr hoher Anspruch zum Rest von Amerika. This is a comparison of 4 hubs, and you can see the White River hub. We're just going out of sight. And this is Northeast Rocky Mountain hub. We're both way up because California, Washington, and Oregon don't have enough energy. Und man sieht hier auch nochmal einen Graphen. Man sieht, dass der White River Hub nach oben schießt, nahezu schon nicht mehr im Bild, genauso der Rocky Mountain Northwest Hub. Und man hat einfach in Washington, Oregon, Kalifornien einfach gerade nicht genug Gas, nicht genug Energie. Thank you. Dankeschön. And now for something really exciting, the processing end. Und jetzt wird es spannend. Wie wird es produziert? This is actually the critical element to all of this. If this was like natural gas, we'd be better off, but helium is very specific. So my name is Robert Hoare, and I am a geologist. I've been working in the oil and gas industry for about 40 years, all over the world. And over the last 3 years, I've been working on this project. And what I would like to attempt to do in this presentation is just give you a little more detail about Cisco Field and the area in terms of its geology and why it's a good place to be exploring for helium. And is that too much? Did I? That's yeah, the upper too limit, much? so say. Upper limit. It's fine. Also mein Name ist Upper limit. Robert Hoare, ich bin Geologe. Ich bin jetzt im Öl- und Gasindustrie schon seit etwa 40 Jahren aktiv, auch weltweit aktiv. Und jetzt seit 3 Jahren bin ich Teil von diesem Projekt. Und was ich jetzt machen will, ist Ihnen noch ein paar mehr Informationen über Cisco zu geben, über die Gegend, auch geologisch und über die Vorkommen. Okay, good. Okay, so this is the map of the United States, pretty clear, and the area of Cisco is right here, right on the
eastern side, central eastern side of Utah. Ja, im zentralen Osten oder östliche zentrale Gegend von Utah befindet sich Cisco. Okay, the field has produced about a little over 2 BCF of gas. I mean, 2 million barrels of oil and 28 BCF of gas, which comes to about an equivalent in oil, in terms of oil energy, about 5 million barrels of oil. So, also das Feld hat produziert bereits 2,3 Millionen Fässer Öl und in Gas 28,2 Milliarden Kubikfuß, Ja. was etwa ein Äquivalent von, wenn man es gesamt auf Öl umrechnen würde, 5 Milliarden Billionen Fässern It's Öl ist. confusing. Billion, Entschuldigung. Yeah, it's Milliard. confusing. And the important thing under red is that we think there's still a lot of gas and oil left, and of course the gas is what contains the helium. So we think this is a very robust project for investors for going forward. Und was hier im Roten wichtig zu sagen ist, dass wir eben erwarten, dass da noch sehr viel mehr beinhaltet ist, sehr viel mehr Öl und auch Gas, und das Gas ist eben relevant wegen dem Helium. Und eben weil wir das erwarten, da wir das erwarten, ist es eben eine sehr stabile Anlagequelle für Investoren, einfach auch in Bezug darauf, wie das sich entwickeln könnte. So the reason is that when this field was discovered, it's mostly gas, but the gas had no value because there were no pipelines. Genau, also der Grund dafür, dass, als man es erstens mal entdeckt hat, das Feld, wurde da sehr viel Gas gefunden, aber man hatte noch keine Pipelines, um festzustellen, dass da mehr ist als nur Gas. And so a lot of the zones that had gas were never produced. Deswegen viele von den Zonen, die Gas beinhaltet hatten, wurden nie bearbeitet. So that makes it a economically very attractive field because these zones that were never produced can now be produced because we have pipes. Und deswegen jetzt ist es wirtschaftlich sehr attraktiv, da diese Zonen, die jetzt bisher nie angefasst wurden, jetzt aufgrund der Pipelines genutzt werden können. So that makes the production of this gas very economic because we don't have to drill any wells. We just have to perforate zones in the pipes that are already there to produce the gas. Und warum es eben wirtschaftlich so gut ist, ist, dass man eben nicht neue Quellen anbohren muss, sondern man kann einfach auf die Pipes, auf die Pipelines zugreifen, die bereits dort sind. I've looked at all of the wells in the field, and there are hundreds of them, and there are hundreds of zones that have yet to be produced. Hundreds. Ich habe eben hunderte Quellen angeschaut und es gibt eben auch noch hunderte Quellen, wo noch nie produziert wurde, was noch nie bearbeitet wurde. So that makes, again, the field very economic for both producing gas and producing the helium that we expect to find in the gas. Deswegen ist es eben sehr wirtschaftlich für die Gasproduktion und dann eben auch in der Heliumgewinnung, die damit einhergeht. So from my perspective, the importance of this is that we can make this field economic quickly because of the ability to use these wells that have already been drilled and produce more gas out of them. Later on, there will be we have targets for drilling directly for helium. I'll show you in some slides soon that we'll have to actually drill new wells, but we don't have to do that to start. Genau, und das ist eben, was aus meiner Perspektive, was ich da sehe, sind einfach eine gute Möglichkeit, und das ist einfach wichtig auch für uns war, dass wir eben schon auf diese vorgefertigten Bohrungen zugreifen können, diese nutzen können. Und klar, im Long Run, also später ist noch der Plan, dass wir auch gezielt nach Helium selbst Bohrungen durchführen, aber aktuell können wir einfach noch diese bereits vorgefertigten Strukturen nutzen. Ja, mein Computer spinnt. Ja.
there was a nice map there. It was really pretty, but it's gone. But okay, well, that's good. No. Okay, I'm done. Thank you very much. Well, let me just talk through this a bit. So there we go. So this is a three-dimensional map of and that's the map. Das ist eine dreidimensionale Karte. And it is of a horizon just on top of the zones that are productive. But Horizon in what way? Horizon, rock layer. Genau, das ist quasi die 3D-Ansicht einer Gesteinsschicht, die auf den Bereichen liegt, die genutzt werden können. Yeah. That can be used to What's that? about the zones that can be used. Yeah, that produce the gas. Die das Gas, also über den Zonen, die das Gas produzieren. So in general, this area is called the Paradox Basin, and the thickness of the sedimentary rocks is much thicker than over here. So the Paradox Basin is an old feature, and the structures that make up Cisco and Cisco Dome and Cisco, and also Harley Dome up here, which is where all of the helium has come from in the past, are all structures that were associated with what's called compression much later. And this old... I think I'll just go up to there. Yeah. Also dieses Paradoxbecken hier links, Ja. das ist eine sehr Sorry. eine dichte Sedimentschicht, und im Vergleich, man sieht auf der anderen, also drüben sind erstmal dieses Paradoxbecken ist eben eine sehr alte Struktur, die mit den Strukturen auf der anderen Seite, die in Cisco sind, also die im Harley Dome oder im Cisco Dome sind, immer schon in Verbindung gebracht wurden. This is a bit much. That's okay. So this is a deep basin, and this is the granite is very shallow on this side. Hier drüben ist einfach eben ein sehr tiefes Becken, und auf der anderen Seite da rechts ist eben die Granitschicht sehr dünn oder sehr, sehr seicht. And the basin is separated by a fault, a normal fault, which means that this side dropped down relative to that side. Und die linke Seite ist eben abgefallen und wird getrennt von der anderen Seite durch eine Verwerfung. And when that happened, these structures did not exist. Und als das passiert ist, diese Trennung, da haben diese Strukturen auf der anderen Seite noch nicht existiert. Then, about 30 million years ago, in the Eocene, this area was compressed, like so. And this old normal fault became a thrust fault, so it went like that. So this was what we call a reactivated fault, became a thrust fault, and these structures formed during that compressional period 30 million years ago. Und dann kam es vor 30 Millionen Jahren zu einer Kompression, in der dann die Strukturen oberhalb entstanden sind. Und es ist dann so abgelaufen, dass es eben diese beiden Teile der Verwerfung zusammengekommen sind und sich übereinander geschoben haben. Und eben bei diesem Prozess sind die Strukturen da oben rechts entstanden. And because the basement is close to the surface, that is why this is a good area to be looking for helium. Und eben da dieses Becken sehr nah an der Oberfläche ist, ist es eine sehr gute Gegend, nach Helium zu suchen. Okay, we can move on. So, again, this is what I call it a type log and a stratigraphic column of the ages of the various rocks. Und also was mir auf der linken Seite ist eine stratigraphische Ansicht über die verschiedenen Schichten, die über die Zeit entstanden sind. And the other side was the right part, the left part. So this is a type log. So this is an electric, a rendering of the electric responses of
these tools that are put das down ist, the well. und das ist eine Darstellung, die als Folge von elektrischen Impulsen die in diese Gesteinsschichten reingegeben wurden, entstanden sind. So, just below these are the yellow are sandstones. Also die gelben sind Sandsteine The brown is shale. und braun ist Schiefer. And the basement is just a little bit below the what we call the final depth, the TD of the well. So the basement is just right Und there. eben der Granitboden, die Granitmasse ist eben noch ein Stück unter diesem Sandstein eben. And this is about 3,000 feet, so 1,000 meters. Ja, und das ist etwa 1 Kilometer. Yeah. So it's not very deep, Also das relatively ist speaking. tatsächlich im Verhältnis gesehen nicht tief. So the zone that I made that map that you saw before is called the Dakota. And below the Dakota are these zones that are all productive all through here. They're fluvial sands, they're river sands, river channels. Und die Zone, die ich vorhin the gezeigt habe, war sands die in here. Dakota-Zone. Und die ganzen Schichten darunter sind Sandschichten, die alle produktiv sind. Yeah, good. And most of the gas comes out of this zone here, but it does actually, there's gas all through here, and then this zone here is where the gas with the helium comes out of the nearby field, Hadley Dome. Die obere gelbe Schicht ist, wo das Gas primär herkommt. Das zieht sich zwar schon auch noch durch den Rest durch, aber eben unten, wo es dann der dicke gelbe Block kommt, das ist eben der Bereich, wo wir das Gas mit dem Helium finden. So again, the beauty of Cisco Dome and Cisco Field is that we have many wells through these sands that have not been produced. So we can make a lot of money selling that gas, and not only the helium, but actually the natural gas out of those zones. Und eben das Gute ist wieder an Cisco, dass eben diese Quellen, die sich durch die gesamten Sandschichten durchziehen, noch nicht genutzt wurden, weswegen wir das Gas und auch das Helium, also nicht nur das Helium, sondern auch das Gas, für Profit verkaufen können und nutzen können. And then when we explore for helium, when we go to new wells, we will drill all the way down through these zones to find the helium in the deeper zones. Und wenn wir dann eben auf die gezielte Heliumsuche gehen, würden wir eben tiefer bohren in die unteren Schichten, die hier zu sehen sind. Okay. So this is a production for all of the production from Cisco Dome and Cisco Field, and you can see that there was some production back in the 1930s, and I think I actually don't know how they got this gas out or how they measured it, but it really started producing a significant amount of oil and gas back in 1960, and you can see they just produced the oil. They just vented the gas. Hier sieht man die Gesamtproduktion aus den Feldern Cisco Dome und Cisco Field. Man kann hier sehen, warum auch immer das schon 1930 das erste Mal was gewonnen wurde. Ich weiß zwar nicht genau wie und wie sie auf diese Zahlen gekommen sind, aber davon abgesehen sieht man eben, dass ab 1960 die Produktion die Förderung von Öl und Gas begann, aber am Anfang war es eben primär oder eigentlich nur Öl. Und das Gas haben sie einfach in die Atmosphäre dann abgegeben erst. So the volume of gas and oil that's been produced here, again, is 2.5 million barrels of oil and 28 billion cubic feet of gas. Und eben man sieht genau das Rot, also was in dieser Quelle produziert wurde an Öl und Gas, waren eben diese 2,4 Millionen Fässer Öl und die 28 Milliarden Kubikfuß Gas. So when I analyze fields, I look at the decline, what's called the decline curve
of the production to get an estimate of how much is left. Und wenn ich eben Quellen analysiere, schaue ich mir die abfallende Kurve an, um zu sehen, wie viel denn noch in dieser Quelle drin ist. So based on this, and it's not a straight line, it's kind of a curved line like this, there is a buttload of oil and gas left in this field, just based on the looking at the decline. Und wenn ich einfach nur an den Abfall anschaue, das ist jetzt keine gerade, strikte Linie, sondern es ist eher eine Kurve, ist für mich, sagt das, wenn man einfach nur durchs Hinschauen, dass da noch eine richtig fette Menge Öl drin ist, Gas drin ist. Natural systems don't go like this. It just doesn't end like that. This will tail off like this, and there's this big wedge of oil and gas that are still left in the ground to be produced. Wenn es natürlicher Abfall wäre, würde es nicht so rapide absinken, sondern deswegen, es würde normal weitergehen in dem Trend. Deswegen denke ich, dass da eben noch sehr viel Öl und Gas vorhanden ist. And I don't have to look at wells or anything. All I have to do is look at this visual, and I can see that there's a lot of gas left there. Ich muss nicht mal in die Quelle selbst reinschauen. Ich muss mir einfach nur den Graphen anschauen und ich erkenne, dass da noch eine Menge Öl und Gas drin ist. Right. Okay. So to reiterate what I've said twice already, sort of, is that there's a hierarchy of things to do in the field based on going from lowest cost to higher cost. Und es gibt eben eine Hierarchie, wie ich schon mal gesagt habe, die halt eben, wie man mit den Feldern umgeht, die reicht von am wenigsten kostenaufwendig zu am kostenaufwendigsten. So first is just making sure that we've enhanced the production from the wells that are actually producing. So that means doing things like making sure the perforations are clear, making sure there's not sand in the well bores, making sure we're getting rid of water. Und eben, das ist der erste Schritt hier, ist eben, dass man die Produktion, also die bereits vorhandene Produktionsmöglichkeiten verbessert und darauf aufbaut. Das sind dann so Sachen wie Kontrolle, dass alles frei ist, klar ist, dass es keine Sandablagerungen, dass das Wasser nicht reinkommt. The next level, and both of these, 1 and 2, the next level is going in and perforating zones that haven't been perforated yet, that we know exist, that we know have gas in them because I've got the logs to show me. Der nächste Schritt wäre einfach nur, dass wir Zonen, von denen wir wissen, dass sie existieren, dass da Gas drin ist, dass wir die einfach anbohren. So these two can be done with a workover rig, with a coiled tubing rig, which is much less expensive than drilling a new well. You bring the rig in and you can work on the wells and you just go from one well to the next. Und das ist eben eine sehr kostengünstige, gute Möglichkeit, da man die Anlagen, die man braucht, um daran zu arbeiten, einfach von Zone zu Zone transportieren kann. Man braucht nicht eine Anlage, die komplett neue Bohrlöcher bohrt, da das viel aufwendiger ist. Es ist ein sehr einfacher Prozess, mit bereits existierenden Produktionsstätten zu arbeiten. So the next 3 require drilling wells, so they're more expensive. And although the helium is down at the bottom, I guess I could put that up on the top. It's the same thing, because when we start drilling wells, we're going to be focusing on wells that we think have the best chance of finding helium gas in them. Und eben die nächsten 3 Punkte sind dann die Punkte, wo wir wirklich neue Quellen bohren auch müssen. Und ich könnte von der Wichtigkeit des Helium auch höher stellen hier, aber es ist eben, wenn der Fokus darauf geht, neues Helium zu finden, gibt es dann eben die neuen Bohrungen, die dann aufwendiger sind. So this is just more detail again. This is the kind of work we do on the wells that are there to enhance their production. Also das hier sind Aktionen, die wir machen, um die Quellen, die bereits bestehen, besser zu nutzen und zu verbessern. Entschuldigung, wenn ich hier kurz unterbreche, sorry. Das ist einer der wichtigsten Punkte, die wir überhaupt haben, weil der Unterschied ist der, und da gibt es vielleicht einen kleinen Übersetzungsfehler, dass wir nicht ein Rig zum Bohren brauchen, sondern dass wir eine existente Bohrung nehmen können und die existente Bohrung wieder zum Laufen bringen.
Und das ist in Anführungszeichen wirklich viel billiger als eine neue Quelle zu bohren. Ja? Und das ist der große Effekt, den wir jetzt die nächsten Monate, er wird es nachher noch vorstellen, bei welchen Quellen, dass wir da rangehen wollen, dass wir sagen, wir möchten gerne diese Low-Hanging Fruits, wie er das dann nachher nennen wird, wie wir das dann holen. Und derjenige, und es sind ja lauter erfahrene Investoren hier, die wissen ganz genau, dass wenn man bohren muss, dann trifft man oder trifft man nicht. Ja? Das ist ein riesiges Thema. Und das, was uns Robert im Moment gerade erklärt, ist, dass das alles schon mal produziert hat, dass das alles schon einmal gut unterwegs ist. Und das, was er vorhin auf diesen gelb-roten Linien drauf erzählt hat, da kann er genau erklären, und da dürfen Sie nachher gerne dann auch nachfragen, dass er sagt, wo habe ich schon was rausgeholt und wo habe ich noch nicht einmal probiert, was rauszuholen. Und die Idee von ihm ist, die wir diskutiert haben im Vorfeld und die wir Ihnen präsentieren wollen, ist, dass wir nicht neu bohren, sondern dass wir mit der existenten Bohrung auf die richtige Tiefe gehen, wo er analysiert hat, da gibt es noch viel Gas. Das ist jetzt die Aussage für Gas, das ist jetzt nicht die Aussage für Helium. Aber nachdem Helium immer Teil von Gas ist, ja, liegt es nahe, dass wenn wir eine Quelle nehmen, die seiner Erwartung nach, und er hat uns jetzt ja das war ja einigermaßen entsetzt gewesen, als er 30 Millionen Jahre in die Vergangenheit gegangen ist. Ja. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, aber 30 Millionen Jahre bin ich jetzt nicht alt. Ja. Aber das ist die Erklärung, die ein Geologe hat, warum er sagt, dass jetzt auf einmal diese Gasvorkommen und vor allem insbesondere die Helium, also die Edelgasanteile, in oberen Schichten drin sind. Und die obere Schicht ist der zweite große Vorteil von der Cisco, dass wir sagen, in Ordnung, wir müssen da nicht 7000 oder 8000 Feet in die Tiefe bohren, sondern wir sind, und im Sinne von Öl- und Gasbohren ist 2000 Feet flach, ja, das ist das, was er vorhin verwendet hat, das Wort. Und deswegen ist es einfach sehr wirtschaftlich anzubohren, respektive zu einer weiteren Produktion zu überreden. Das ist die Aussage, die sich da dahinter verbirgt. Und das Wort Rig, sorry, wenn ich da eingehakt habe, Rig ist im Prinzip die Übersetzung dafür, dass ich neu bohren muss. Und das, was wir jetzt hier tun, ist, dass wir nicht neu bohren, sondern eine existente Bohrung säubern. Ja. Es gibt immer Verunreinigungen über die Jahre, da musst du halt nochmal hingucken, aber das ist alles viel billiger, als wenn ich neu bohren muss. Und vor allem, ich habe nicht das Risiko, dass ich nicht treffe, sondern ich weiß ja genau, also er hat genaue Zahlen mit dem, was er da vorhin vorgestellt hat, und die hat er für jede Quelle, die da auf der Shortliste draufsteht, hat er das gemacht, wo er sagt, in Ordnung, wir nehmen jetzt die Quellen her, wo seiner Meinung nach Helium drin ist, das ist der eine Teil, und wir nehmen die Gasquellen her, wenn wir nur an Gas interessiert sind, dass wir sagen, in Ordnung, da holen wir das Gas raus, weil Gas kann man ja auch ordentlich Geld damit verdienen, und wenn es dann zufällig ein Helium dabei ist, in Ordnung, ist gut, aber ich sage mal, für das Helium-Projekt, was wir mit Ihnen besprechen, da wollen wir natürlich primär für die Heliumquellen nehmen, wo wir sagen, in Ordnung, dort müssten wir zu Erträgen kommen. Ja? Aber der Kernunterschied für beides ist, dass wir nicht die hohen Bohrkosten einer neuen Bohrung haben, sondern dass wir auf existentem Infrastruktur mit Zahlen, mit Informationen aufsetzen. Sorry for underbreaking. No, Sorry you said it very well. Oh, no. Aber noch eine Frage zwischen den existenten Bohrungen. Sind die genau so tief, wie wir das brauchen? Landen die in der Endreihe? Also die Bohrungen, die wir untersucht haben, die er untersucht hat. Ja, und? Ich bin jetzt da bloß der Manager dazu, ich bin nicht der Geologe dazu. Er sagt, maximal auf 3000 Feet müssen wir runter und das meiste wird oberhalb 2000 Feet sein. Und die Bohrungen, die sind alle 2000 Feet. Also in die Bohrungen müssen neue Rohre reingeschoben werden, oder wie ist das? Wir können das auch mal man nennt es verblackt. Ja? Verblackt heißt, dass man die alten Gestänge rauszieht und dass man oben, ich sage mal, wie ein Pfropfen draufsetzt. Ja? Wenn der Pfropfen besonders gut ist, dann ist es Beton, ziemlich teuer, ziemlich umfangreich. Wenn der Pfropfen aber nur eine vorübergehende Situation hat, dann können Sie das rausziehen wie ein Stecker aus der Dose. Ja? Und dann gehen Sie mit einem Gestänge, das einfach viel billiger und viel schneller ist, weil Sie haben sozusagen, bis dass Sie unten ankommen, das ist noch nicht einmal ein Zehntel der Zeit, die Sie brauchen gegenüber dem, wie Sie neu bohren müssen. Ja?
Deswegen hat er ja vorhin auch ein paar Mal darauf hingewiesen, ganz unten, dort ist das, was in der Gegend üblich ist, dort habe ich einfach Granit. Granit ist so gut wie gar nicht zu bohren, das ist scheiße teuer zu bohren. Ja. Sand ist relativ easy zu bohren, aber Sand ist aber auch relativ easy zu putzen. Ja. Andererseits Sand ist eine Sache, wo man sagt, ja in Ordnung, wenn ich da mit der Hand reinfahre, dann muss ich zuerst gucken, wie ich ganz da runter komme. Ja. Aber eigentlich kann ich schon einmal reinfahren. Ich muss keinen Bohrer anwenden, und das dürfen Sie sich vorstellen, wie zu Hause die Bohrmaschine in die Wand rein, dass Sie sagen, ich komme da schon einmal in das Loch rein und kann gucken, was da drin ist. Und dann müssen wir, und das ist seine Expertise, das ist seine Erklärung mit den Grafiken, die er uns da nachher zeigt, er sagt, wir müssen an der und der Stelle suchen, weil seiner Meinung nach ist da weiter Volumen, das förderbar ist. Ja? Und das nächste, was er uns erklären wird, da möchte ich jetzt aber nicht seinen Vortrag vorhergreifen, ist, dass die Dinger untereinander nicht verbunden sind. Ja? Also wenn ich in 1000 Meter etwas finde, dann ist das noch lange nicht verbunden mit dem, was man vorher aus 1500 Feet rausgeholt hat. Das wird er uns aber noch erklären, damit ich ihm jetzt nicht vorgreifen. Ja? Das heißt, jede Schicht, jede Tiefe ist sozusagen ein eigener Vorgang, der dann da passiert. Ja? Aber wie gesagt, das sollte er als Fachmann das sagen. Sorry about that. No, that's good. Thank you. So just to reiterate, the helium comes from the granites, and the breakdown of the radioactive materials in the granites. The natural gas comes from organics that have been deposited and compressed and turned into gas. Und nur nochmal, um klarzustellen, das Helium kommt eben aus dem Granit, wo es dann aus dem Zerfall der radioaktiven Stoffe entsteht. Und das Erdgas entsteht aus den organischen Stoffen, die in der Erde gelandet sind und dann kompressiert wurden zu Gas. So totally different sources. But once they're in the rocks, once they're in the system, they behave the same way. They're both gases, and they both will flow as high as they can until they reach a seal. Genau, und obwohl sie verschiedene Quellen haben, sind sie im Endeffekt ein selbes Produkt. Das sind Gase, die so weit aufsteigen, bis sie an eine Decke kommen. So the helium was coming from down here in the granite, and it's going to work its way up to whatever is a seal, so to here. The gas is coming from outside of this basin, outside of where this well is located, and it comes up, and it also will get sealed here. It'll also get sealed here, and here, and here, and here. Everywhere there's a shale in between the sands. Ja, und das Helium wird vom Granit aufsteigen, bis es auf ein Siegel trifft, die Entrada in dem Fall. Und genauso das Gas steigt um diese Quelle herum auf und setzt sich auch nieder in der Entrada, im Siegel oder generell in jeder Ebene, wo Schiefer sich befindet. Okay. So, besides cleaning up the wells, then of course there's the perforating the behind pipe sands that have not been produced yet. There, from my analysis, there are 63 wells that have this behind pipe potential. So there's a tremendous amount of potential gas to be produced yet. So just to be clear, the behind pipe are those that are already there. Yeah, The former that we used. When I say behind pipe, when you drill a well, you put in a pipe, and then you produce from wherever, right. And anything that's not produced, we call it behind pipe. Does that make sense? Not to me right now, I'm sorry. No, I don't blame you. It doesn't make sense to me either. So you have the pipe. Yeah. And let's say there's could we go back to that You said stop. There. So assume that there's a pipe all the way down. We're going to produce, say, gas out of here. So we've got a pipe down here.
down to here from the surface. Okay, and we're producing this oil or gas out of here. Okay, and then these zones have never been perforated. So we have a perforation here to get this gas, but these zones have never been perforated. Und wir haben eben das nehmen wir an, da ist eine Pipe, eine Röhre, die angebohrt wurde, um da unten eben das Gas zu gewinnen. Aber in all den anderen Zonen auf dem Weg da hoch, in all diesen gelben Schichten, ist eben noch nichts, ist noch nicht angegriffen worden, ist noch nicht bearbeitet worden. Und das sind dann those are the behind pipes. Yes. Und das sind diese behind pipes, das sind diese Möglichkeiten, wo wir haben, um weiterzuarbeiten. Okay, good, thank you. Okay, now we can move on a bit. So, as I was saying, there's a good 60 wells plus, more than 60 wells, that have this potential remaining. And they may or may not have helium in them. Thank you. Yeah. Und wir haben eben 63, oder mehr als 60, auf jeden Fall 63 von diesen Quellen, die dieses Potenzial haben, um da wieder einzutreten. Aber da haben wir keine Garantie, ob da Helium ist oder nicht. So, and they may have helium in them, but we can make money at them regardless, make money from those. Also womöglich können wir kein Helium aus denen gewinnen, aber wir können trotzdem Gewinn mit diesen Quellen machen. So, all of the wells I've analyzed, so I have a very good idea of what's left. Und ich habe all diese Quellen analysiert und ich habe einen sehr guten Einblick darüber bekommen, wie viel noch in diesen Quellen vorhanden ist. I was asked to pick out 10 of the best wells, and you can see where they're located. The crosshatch is the Star Fox leases. Sorry, So these are the 10. these are the areas that Yeah, okay, is yeah. controlled by Star Fox, Also ja. and these are the top 10 wells. Also ich wurde gefragt, die 10 besten Quellen rauszusuchen. Und all die Bereiche, die mit dem Gittermuster versehen sind, sind die, wo Star Fox arbeitet. Und das sind eben die 10 produktionsstärksten Quellen. Oder? So here are 5 of those top 10, and again I've got the logs that are produced. They're measured as you pull these measuring tools out of the ground. Ja, und ich habe hier die 5 von diesen besten 10 nochmal aufgelistet. Und auch hier haben wir wieder den Graph, der entsteht, wenn man die Messwerkzeuge dann wieder herausnimmt oder nachdem die aus der Messung entstanden sind. So, just so you don't think this is just kind of arm waving. This curve here, this outside curve, is called a gamma ray curve. Und nur damit ihr nicht denkt, dass ich einfach nur wild rumgestikuliere, also man sieht hier die äußere Kurve quasi von diesen Schichten, ist die sogenannte Gamma-Strahlungskurve. Gamma ray, yeah. And shale contains a lot more radioactive minerals than sand. Und Schiefer enthält eben viel mehr radioaktives Material als Sand. So this is a measure of the amount of radioactive minerals in the rock, and the sands have very little and the shales have much more. Es ist also im Endeffekt einfach eine Anzeige darüber, wie viel radioaktives Material in dieser Schicht vorhanden ist, und man sieht eben, dass das Schiefer viel mehr enthält als die Sandschichten. These other logs tell me what's in the rock, what's in the pores of the rock, and how big the pores are. So that's what these show. So this shows what kind of fluids are in the rock and how big the pores of the rock are. Und die weiteren Graphenlinien zeigen mir, was in den Steinen drin ist, wie viele Poren drin sind, wie groß die Poren sind, wie viel und welche Flüssigkeit sich dort befindet. And if the fluid in the rock is water,
it will have this is a resistivity curve, it'll have a much lower reading than if it has gas or oil in it. Und wenn eben Wasser vorhanden ist, dann schlägt der Graph viel weniger aus, als wenn da zum Beispiel Gas oder Öl enthalten ist. So the zones that have gas or oil, but in this case all pretty much gas, including helium, are going to stand out, and I have them flagged here as all of these zones. Now these zones were produced. These ones have not been produced. Genau, und quasi dort, wo viel Gas oder Öl, in unserem Fall jetzt Gas vorhanden ist und dann in der Folge auch Helium, das sind eben die Bereiche, wo er am meisten ausschlägt in diesem Graphen. Und ich habe jetzt auch markiert, welche Stellen das sind, die am ertragreichsten sind. Und so the ones with the arrows are not yet. Ist das korrekt? Und Correct. Die Markierungen mit dem Pfeil wurden bisher noch nicht, an denen wurde noch nichts produziert. Und die Stellen ohne, also die roten Stellen ohne Pfeil, an denen wurde schon produziert. So you can see there's many zones that haven't been. And that's the point. That's what is so beautiful about this field, is it's got so many zones that have not been produced. Wie Sie eben sehen können, gibt es viele Zonen, an denen noch nichts gefördert wurde, die noch nicht produziert wurden. Und das ist eben das Schöne an diesem Areal, dass wir eben sehr viele von diesen Zonen haben. And this is the low-hanging fruit. Und das ist eben die Frucht, die am untersten Ast vom Baum hängt. Okay, we can go on. I'm getting close. So that's more. Again, just showing just the large number of untested zones. Hier sieht man einfach nur wieder auch die große Menge an Zonen, die noch nicht getestet wurden. Yeah. Which one? The next one. Yeah. So this is what's called an isopac map, a thickness map of an individual sand. Das ist It's a thickness map of a sand, one of those yellow zones that I was Und was showing. hier zu sehen ist, ist eben oder eine Karte von der Dicke dieser Sandzone, die ich gezeigt habe in Gelb. So this is these reservoirs these sands are river deposits, and the shape of them is associated with the deposit of an ancient river. Und die Form hier vom Sand sind alte Flussablagerungen, die assoziiert werden mit eben den Formen von, sagen wir, vorzeitlichen Flüssen, die da gelaufen sind. So each individual sand has certain areas that are the best. Und eben in jeder dieser Sandebenen gibt es eine Gegend, einen Bereich, der am besten ist. So when we're looking for the best places to drill, we have to make these maps for every sand. Und um herauszufinden, wo die beste Stelle ist zu bohren, müssen wir eben so eine Karte für jede dieser Ebenen machen. Which I have done. Was ich getan habe schon. Then also, to complicate things more, because this was squeezed like this, it's produced faults that go in different orientations, this way, and this way, and this way. And that breaks up the... Genau. Oh, sorry. Und was Yeah, man thank eben you. auch noch dazu kommt, ist eben, dass dadurch, dass alles kompressiert wurde, sind eben Verwerfungen entstanden. Sieht man hier an den Strichen. Right. Genau. And that compartmental produces compartments where you have some gas and then you don't have gas. So you have to take that into account. You have to. Und als Folge davon hat man eben bestimmte Bereiche, in denen man sieht, könnte was produziert werden, da nicht. Und das muss man eben auch beachten. But when you put that all together, then you get a good understanding of how the gas is deposited. Wenn man das eben alles zusammennimmt und betrachtet, hat man ein sehr gutes Verständnis davon, wo sich das Gas befindet. Okay.
again, this just really quickly, this shows the zones that have not been tested in these top 10 wells. Und das hier zeigt auch nochmal die Zonen, die in diesen besten 10 Quellen noch nicht angetestet wurden. After we are producing the gas from these wells, Also nachdem wir eben das Gas in diesen Quellen produziert haben, right, there are zones to do what's called enhanced recovery, like water flooding. und dann gibt es eben als nächsten Schritt Zonen, wo man eben sogenannt verbesserte oder verstärkte Wiederaufbauung, Recovery, Ja. Man kann das nochmal ein bisschen besser aufbereiten, glaube ich. Genau, dass man eben bessere Aufbereitung durch eben Wasserflutung. So after the behind pipe, there are more expensive but still very lucrative ways to produce gas out of this field and oil. Und in diesem Feld gibt es eben trotzdem, wenn man schon die Behind Pipes eben genutzt hat, Möglichkeiten, zwar kostenaufwendig, aber trotzdem noch lukrativ Gas zu produzieren. So one area that has been discovered is this oil zone in the entrada, in that deeper level that we were talking about before. Eine Sache eben, die bereits gefunden wurde, ist ein Ölvorkommen in dieser Entrada-Schicht, die wir schon gesehen haben. So the idea here would be to push water in here and have it flood the oil over towards a well that we would drill here, that we would be looking for helium, but also be able to produce oil. Und die Idee hier wäre eben, dass wir das mit Wasser fluten, um das Öl in eine Quelle zu treiben, die wir gebohrt haben. Und dort können wir dann eben, zwar um Gas zu produzieren, aber wir können in der Folge auch das Öl nutzen. And it's not a little, it's a lot of oil, 10 million barrels. Und es ist eine Menge Öl, das sind 10 of Millionen oil in Fässer. place. So a lot of oil, just in that one, okay. And this is a cross section between those three wells. So this is the well we would drill, and this is the well we would water flood. So we'd send water down here, and then push the oil towards. Und das ist eben in der Mitte ist das, was wir bohren würden. Und auf der linken Seite ist die Quelle, wo wir das Wasser spülen, wo wir das Wasser wo wir das Öl rausspülen würden mit dem Wasser, was dann eben nach rechts in die Pipeline, die wir gebohrt haben, oder in die Quelle, die wir gebohrt haben, gespült werden würde. And besides drilling for the helium, there's also potential for infill drilling in between some of the old wells. But again, that would be down the road. Und noch dazu, zu diesen Bohrungen für den Helium, könnte man auch noch zwischen den verschiedenen bereits existierenden Bohrungen neue Bohrungen anstellen, aber das ist etwas, was noch ein bisschen in der Zukunft liegt. We, in the Cisco Springs area, the area a little bit to the east, so we have Cisco Dome and then Cisco Springs. We shot a seismic survey. And this is I'll just say. So Also, that's a seismic survey. Das hier ist eine seismografische Analyse von Cisco Springs. Das ist östlich von Cisco Dome. And this is Westlich? Ich dachte rechts davon, okay. This is a structure map on the Entrada. Und das ist eben eine Strukturkarte der Entrada. And this is a thrust fault there. Das da die schräge Linie ist eine Verwerfung, Yeah, it's a compression. eine Verwerfung eben durch die Kompression Well, entstanden you'll ist. see in the next. Yeah, go ahead.
almost tripped over there. Okay, so here, so here's a seismic line. Go back that one so I can. Yeah, so that's this line here I'm going to show first, and then this line, and then a line up there. Also ich werde als erstes die Linie zeigen, die da nach rechts oben geht, dann die nach links oben geht und dann noch eine, die oben links sich befindet. And there are two helium prospects, one here and one up there, both in the Entrada. Dort bei B und oben links sind mögliche Heliumquellen in der Entrada. Okay. So here we are, that's west to east. Genau, also für die Karte links, hier ist der Westen dann und Yeah, da ist der southwest quasi and nach northeast. Osten. And the helium prospect is right here. Und genau an der Stelle ist das potenzielle Helium. This red line is the top of the Entrada. Und diese rote Linie ist eben die Oberfläche oder der obere Teil der Entrada. And like Steve said, the helium tends to be at the top of a structure because it's so small, the molecule is small. Und da eben die Moleküle so klein sind, tendiert das Helium dazu, dass es an der Oberfläche von diesen Strukturen sich immer befindet. Oder ganz oben. So that's one of the locations to drill. Genau, das wäre also eine der Orte, wo wir bohren würden. And let's just move on. That's yeah. So this is the structure or the prospect to the north, and again right here you can see that this is the top of the Entrada, and you can see this nice structure that hasn't been drilled. Und das ist eben Richtung Norden jetzt und da sieht man wieder im Roten ist wieder die Entrada und auch ein gutes Vorkommen an Helium oder eine Möglichkeit für Helium. Okay. And then here, the northern prospect is located here. Und You can see the structure. Die nördlichste von den Ja. Möglichkeiten ist dann hier an der Stelle. So very interested in drilling these wells because they have a very high chance of helium. Also an diesen 3 Punkten sind wir eben sehr interessiert, dass wir da bohren, da wir dort eine sehr hohe Chance sehen, dass sich da Helium befindet. No, and this is all the things that I've explained that we've talked about before. Harley Dome is only 10 kilometers from where we're trying to explore for helium. So there's no reason why we shouldn't expect to have this similar results. Und das ist eben das nur nochmal, was ich schon gesagt habe, dass eben Harley Dome Field ist nur 10 Kilometer weg von der Stelle, wo wir bohren wollen. In Zukunft deswegen sehen wir keinen Grund, warum wir jetzt erwarten sollten, dass es da jetzt groß anders aussehen soll als die Stelle, die wir bereits bearbeiten. The structures are exactly the same as you saw from Die Strukturen sind quasi dieselben, effektiv dieselben. And that's, I think, just. These are just wells that have helium. We've tested helium again, not out of the Entrada because they weren't deep enough, but we've tested helium all through here, and then Harley Dome is just off the map up there. So das sind jetzt eben alles Stellen, wo wir Quellen getestet haben auf Helium. Jetzt nicht in Entrada, weil wir da noch nicht so tief gekommen sind. Aber genau, das sind einfach die Stellen, wo wir es bereits mit Tests gefunden haben. Und Harley Dome ist eben nach oben rechts. I think that's it. Wow, this is just a summary. I've said it before, but that last one is just we go after the low-hanging fruit, go after the most economic projects first, just so we can generate cash, so we can do the other things. Und das Letzte ist einfach nur noch mal eine Zusammenfassung von dem, was ich schon gesagt habe, dass wir eben versuchen, die einfachen Möglichkeiten als erstes auszuschöpfen, die wir haben, um einfach auch am Anfang erstmal Gewinn zu bringen. Genau. That's it. Thank you. Do you have any questions? Fragen? What is the grid scale here? This is, these are a mile, so 1.6 kilometers. Das sind etwa Per side. 1,5 mal 1,5 Kilometer, also eine Meile. Das ist der Maßstab. So
tell them where the land was? And the crosshatch is the Star Fox land. Genau, und wieder das mit dem Gittermuster sind wieder die Länder, die Star Fox bearbeitet. Just to go over a couple things, the difference between Harley Dome and Cisco really is just the nitrogen. Also nur über ein paar Sachen zu gehen. Der Hauptunterschied, oder der einzige Unterschied zwischen dem Cisco Dome und zwischen Harley Dome und Cisco ist der Stickstoff. Another difference is that Harley Dome is one field. At Cisco, we're probably going to find multiple fields. Und Go ahead. der ein Unterschied ansonsten wäre noch, dass im Harley Dome haben wir ein Feld und im Cisco finden wir mehrere Felder. And only 12 wells went to the Entrada across our project area, none of them in the optimal place to find helium. Und bisher sind 12 Quellen in die Estrada gegangen, davon aber keine in Felder, wo wir Helium erwartet hatten. So one of the things that we use is aeromagnetic surveys, and I showed a little bit of this before. And these are intrusions. These are faults that are interpreted from the aeromagnetic data. These faults are between 5 and 30 kilometers below the surface of whatever's out here. This is synclines and anticlines that are overlaid Can to I show do you. that first, because I think that seems complicated. Yeah, go ahead. Also, wir benutzen eben, wie ich sagte, schon aeromagnetische Analyse, um eben diese Stellen zu finden. Und was man hier sieht, sind eben an diesen Punkten die Verwerfungen. Die befinden sich zwischen 5 und 30 Kilometer. Okay. Okay, our land is in yellow that we hold. This green land is, we're acquiring this over the next 2 or 3 weeks from another operator. They're both in their late 80s and they want to retire. And we're getting it for no cash. Just take it over and they're gone. Also die gelben Bereiche sind die wir bereits besitzen, und die grünen sind Gegenden, die wir bekommen. Wir müssen zahlen für die kein Geld. Das sind von Besitzern, die schon Ende 80 sind und das einfach abgeben wollen. Das heißt, die übernehmen wir einfach. Another thing about land that we lease in the U.S., we do have some private land, which means that any one of you can own land out there and you would own the minerals. Unlike, let's say, every country but the U.S. and Canada, can you own your own minerals. Like here in Germany, they own all the minerals. The Queen of England, the Prince Charles owns all the minerals under England. He gets all the benefit of oil and gas production. But out here in the States... Okay. Go ahead. Genau, und zum Land, das wir pachten. Also wir pachten auch Privatland, was Sie alle selbst kaufen könnten. Da hätten Sie auch ein Anrecht auf die Mineralstoffe in diesem Land. Das funktioniert in den Vereinigten Staaten eben anders als jetzt zum Beispiel in Deutschland oder England, wo die Regierung alles besitzt. Man könnte in Amerika eben das Land dort auch besitzen. Right. Oder die pachten und die Mineralrechte. Ja. So the other thing is when we take a lease, it has a primary term. Also wenn wir eine Pacht nehmen, dann hat das eine bestimmte Laufdauer. That term varies from anywhere from 6 months to 10 years. The federal government is generally 10 years. Sorry? Federal government is generally 10 years. Genau. Und bei Pacht diese Dauer kann alles zwischen 6 und 10 Jahren sein, und bei der Regierung sind es etwa 10 in der Regel. Unlike other countries, once we drill a producing well, we hold that lease indefinitely until production stops. So if your production stops within the first term of the lease, which let's say is 10 years, you have to reestablish production or you will lose it. If your production keeps going after 10 years, you keep holding it indefinitely. The government can't take it away. The state of Utah can't take it away. You just keep producing. Und wenn man Land pachtet, dann hat man das so lange gepachtet, wie man auf diesem Land produziert und bohrt. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel vor dem Ablauf der 10 Jahre auch aufhört, dort zu produzieren, dann würde man es eben nach 10 Jahren verlieren, es sei denn, man hat dann nochmal neu angefangen zu bohren. Wenn man jetzt aber über diese 10 Jahre Dauer hinweg weiter produziert und bohrt, dann behält man das so lange, bis man aufhört zu produzieren. Und es kann nicht von der Regierung wieder zurückgenommen werden. And unlike, let's say, working in Indonesia, where you've got 10 years to produce, and then you've got to renegotiate, even though the wells are still producing or you lose the lease,
They can't do that in the US. The private people can't do it in the US, and the state of Utah can't do it. So our leases are very safe. And they only take, under our present leases, 12.5% for the federal and the private ground, and a sixth under some of the state of Utah leases, 6 royalty. A sixth. Sixth. Ja, ja. Genau. Und What is that, Rob? Don't fall asleep. What's a 6 royalty? 18%? Yeah, so either 12.5 to 18% royalty. Und nicht wie etwa in Indonesien, wo man 10 Jahre eine Pacht hat und dann, sobald diese 10 Jahre abgelaufen ist, muss man neu verhandeln. Läuft das in den USA weiter. Und das kann weder der Staat noch Privatpersonen wieder zurücknehmen. Und die Abgaben sind dann bei Land von der Regierung bei etwa 12,5% und bei Privatleuten auch. Und im US-Bundesstaat Utah gibt es ein paar Bereiche, wo es bis zu 1/6, also 18% an Abgaben hochgeht. Of the profit. Yes. Ja, genau. They don't pay any cost of production. So they get it free and clear of any cost of production. So all of us are paying for the cost of their production as well. That's what a royalty is. Ja, und sie haben eben keine Kosten für Produktion, die sie selbst zahlen, sondern das übernehmen alles wir und dann geht der Teil vom Gewinn eben an die, frei von den Produktionskosten. Okay, you'll see some symbols like this, and these are helium values. Red is very good. This is the one we're going to get some land next to that's right next to the granite. As you go to Cisco Dome, you see the colors are lighter and smaller. Cisco Dome doesn't have much helium. This area has more helium, and then the Harley Dome has a lot of helium. But all of these numbers. Ja, so man sieht hier verschiedene Symbole, man sieht die, zum Beispiel die roten und die grünen Symbole. Und die roten sind eben die, wo der Heliumwert am höchsten ist oder wo am meisten Helium ist. Man sieht eben, dass oben rechts im Harley Dome, Harley Dome, Like Harley Davidson. der ein sehr hohes Vorkommen ist, und in diesem roten Punkt in der Richtung Mitte, das ist, in dem Bereich werden wir Land kaufen oder erlangen, wo eben direkt neben einer Granitquelle. All of these numbers in here, except for this one, are not in the entrada, they're shallower zones. Und alle anderen Nummern, die jetzt zu sehen sind, sind nicht eben aus der Entrada, sondern sind aus seicht oder aus niedrigeren Zonen. Okay. Let's see what else we want to say about this. So keep an eye on the intrusions in the Harley Dome, and let's go to the next slide. Also merken Sie sich die Bereiche oben im Harley Dome und dann gehen wir weiter. This is a detail of Harley Dome. This is Harley Dome right here. It's got 2 producing wells. These are all faults. And this is the intrusions. That's probably the reason why Harley Dome's there. Could you give me an intrusion? I kind of Intrusion? Volcanic rock. Ja. Also hier beim Harley Dome haben wir aktuell 2 Ja. produzierende Quellen. Und one back maybe? Go one back, please. That one. Okay. Just so. So this is Harley Dome. These are intrusions. Genau, das ist der Vulkangestein, diese großen grauen Flächen. These are the faults. Notice there's multiple faults in different directions. Und die Linien sind die Verwerfungen, sehen in viele verschiedene Richtungen. Okay, next one. Now this is Cisco Springs. These 3 maps are exactly the same, except this has our surface geochem surveys for helium, and this one has helium values from various gas wells analyzed. So what I want you to know, let's start with this one, which has nothing on it. Also Okay. Genau, man sieht hier, das ist Cisco Area, das sind Cisco Springs. Cisco Springs, das ist 3-mal grob dieselbe Karte, bloß mit dem Unterschied, dass die mittlere Karte die Folge von Surface Geochem ist, Right. von Oberflächengeochemie ist, also das Helium bestimmt. Yeah. Und rechts die, what was it on the right side? Right side, helium,
analysis from gas wells. Das ist die Heliumanalyse aus Gasquellen. The yellow is our land. The other colors are state acreage that is open. A year and a half ago, we had a company come in. They call themselves Five Nines, and they're leasing state ground for helium. Genau, und das Gelbe ist das Land, was wir besitzen. Rote sind Flächen, die vom Bundesstaat vergeben werden. Und wir hatten jetzt vor 1,5 Jahren eine Firma, Five Nines, die gekommen ist und die Länder die staatlichen Länder gekauft hat. The black lines are the faults, intrusions, and the purple is fractures intensity. Lots of fractures for the helium to migrate up from depth. Die Orange. Right. The Dies, ja. purple. Purple. Also das Schwarze sind wieder Verwerfungen, das Graue ist das Vulkangestein und die Lilanen sind Frakturen, durch die das Helium sehr gut heransteigen kann. This is our primary helium prospect because this has surface geochemistry with a lot of helium. Genau, das oben links ist unser primäres Ziel erstmal, da dort von der Oberfläche, von der geochemischen Oberflächenchemie, Helium, sehr viel Helium ist. Same down here, over here, over here. Und auch in den anderen Punkten, die gerade gezeigt wurden, dasselbe. Notice a lot of these are near intrusions and faults. Man kann eben sehen, dass viele von denen in der Nähe von diesen Vulkangesteinen und von den Verwerfungen sich befinden. And dense fracture systems. Und auch direkt bei sehr dichten Frakturen. Okay. Oder bei dicht vorkommenden Frakturen, oder? Steve, is the 3D or the seismic survey over? Well, the seismic survey is here, but it's not on the map. Right, I know Yeah. that, but Yeah. it's It's- corroborated. Right. That one. Oh, okay. Well, no, I think we finished. He interrupted, as he usually does. This is gas analysis from wells, actual gas coming out of the ground. All of these wells are Dakota, Brushy Basin, or Saltwash, above the entrada. Notice how the high helium Can values. I interrupt? Yes. Ja, und das auf der rechten Karte sind alles Stellen, an denen Gasanalysen von bereits bestehenden Quellen entstanden sind. Right. Notice these high helium values are lying a lot along the fault and fracture systems. That's indicating leakage from deep down of helium to the surface. This is an excellent sign. We're in an area that's going to have helium. Und man sieht eben auch hier, dass diese hohen Heliumzahlen auch entlang dieser Verwerfungen sind. Und das zeigt eben, dass an diesen Stellen Stellen sind, wo das Helium austritt an die Oberfläche. Deswegen sind es sehr gute Gegenden, um dort Helium zu gewinnen. The best numbers up here and here, we're going to be drilling wells on soon. Und an diesen besten Zahlen da oben, an diesen 2 Stellen, dort werden wir bald anfangen zu bohren. The company that leased this color acreage didn't check their data because these numbers are very low. So even though there's an intrusion here, doesn't look like there's much opportunity right now. Und zum Beispiel da unten, das ist Land, was von einer anderen Firma betrieben wird. Und obwohl es direkt an einem Vulkangesteinvorkommen sich befindet, sind die Zahlen doch sehr gering ausgefallen für sie. Welcome. Hatten sie wohl schlecht Let's go to the analysiert. next one. Any questions? Okay, next. Okay, so plans for going forward. Yes, we're going to buy that rig. Also das sind jetzt Pläne, die wir für die Zukunft haben. Go next one. Okay, I wanted to give some abbreviations. So, because like most oil guys or gas guys, I talk in these type of abbreviations. Okay. BOPD, barrels of oil per day. I will just translate it right away. So Yeah. genau, also das sind jetzt die Abkürzungen, die im täglichen Business also in meinem Bereich genutzt werden. Und hier haben wir zum Beispiel die BOPD, das sind die Ölfässer pro Tag als Einheit. Next one. Okay, we started out
to stimulate oil wells. We have done this before, and when we started to do it with this part of this group, it didn't go very well. So we moved on to the helium, which was more attractive because of increase in prices. Also wir haben ursprünglich angefangen mit einer Ölstimulation mit chemischen Mitteln. Das hat dann aber zu Anfang nicht so gute Ergebnisse geworfen, deswegen sind wir dann über zum Helium gegangen. We are now in the process of recompleting and working over several wells that hopefully by the end of February we will be at least at $1 million a day. Akam wants 1.5 million, but he's got to give me more money. Und aktuell arbeiten wir daran, dass wir die Quellen wieder aufarbeiten, sodass wir gegen Ende Februar womöglich eine Menge von 1 Million. We could be at 1.5 million to 2 million a day by the recompletions and that sort of thing. Also But I'm trying to be conservative. Also wenn es komplett fertig ist, könnten wir sogar bis auf 1,5 bis 2 Millionen kommen. Aber ich versuche jetzt ein bisschen konservativ zu bleiben in meinen Entscheidungen, mit meinen Aussagen. So work over some wells that Rob talked about, recompletion of existing wells, and then we have to plug some wells. And that sounds like not a good idea, but we have a bond with the state, federal government and the state of Utah, and they can increase it if they don't feel we have enough money to plug wells. So we're going to have to plug some wells that have no potential. Genau. Und das sind eben die Pläne, die wir aktuell machen. Also wie wir gesagt haben, die Quellen etwas überarbeiten, die wir haben, dann bereits existierende Quellen wieder komplett abzuschließen, aufzuarbeiten wieder und auch ein paar Quellen wieder zuzumachen. Dazu ist jetzt klar die Frage, warum, aber es ist so, dass wir von der Regierung und auch vom Bundesstaat Utah Mittel bekommen, wenn sie merken, dass wir nicht genug Geld haben, um auch wieder die Quellen zuzumachen. Deswegen müssen wir einfach ein paar Quellen, die absolut keinen Nutzen mehr für uns haben oder keinen Nutzen mehr haben, selbst füllen, um da mehr zu bekommen. Ist so richtig verstanden? Nee, ne? Die müssen wieder zugemacht werden, Genau. damit wir wieder neue Quellen aufmachen. Genau, das hat er jetzt noch nicht gesagt. Then we're going to purchase some equipment to keep our costs down so we don't have to use other vendors like a bulldozer, backhoe. I'm assuming there's similar terms in German. But that will reduce our cost from 5 to 30% on a ongoing basis. From 5 to? 30%. From 5 to 30, by 5 to 30. Ja. Genau, also was wir auch noch aktuell machen, ist, dass wir unsere eigene Ausrüstung kaufen, dass wir uns nicht immer mit anderen Händlern zusammenarbeiten müssen. Also das sind dann zum Beispiel Dampfwalzen und das könnte unsere Kosten um 5 bis 30% reduzieren. I forgot to put in here, we will be drilling some wells that should increase production, hopefully over a couple million a day. And at that point, we'll talk to Lindy with our gas quality and to start to design and build a helium plant, which will take 9 to 18 months, depending upon availability of equipment and how busy Lindy is. Genau, und dann, was ich jetzt nicht drauf habe, ist, dass wir eben auch einige Bohrungen machen, um die Produktivität anzutreiben. Da werden wir dann eben auch erwarten, dass wir dann einige Millionen am Tag bekommen könnten, aber da werden wir uns dann mit Linde zusammenschließen. Nein? Vielleicht habe ich das gerade vergessen. Und wo dann die Gasqualität analysiert wird und wo wir dann beginnen würden, eine Heliumförderungsanlage zu errichten. Es dauert so etwa 9 bis 18 Monate, je nachdem, wie die Situation ist oder wie das Equipment zur Verfügung steht. Okay, ich gleich mal kurz rein. Gerne. Also Steve hat gerade gesagt, es geht halt um einige Millionen. Ja, also wir reden nicht 1 Million Euro, wir reden oder 1 Million Rubel, sondern es geht darum, um die Einheiten. Es geht um die Einheiten Cubic Feet und es ist einfach so, wenn man einem Amerikaner zuhört mit der Zeit, dann werden dann mal schnell 1000 MCF oder Millionen CF oder sowas, es wird komplett durcheinander geworfen und man muss immer rausfinden, was meint der Amerikaner gerade. Und wenn dann Steven sagt, wir machen ein paar Millionen mehr, dann meint er nicht... You're using my name too much. Dann meint er, wir machen ein paar Millionen mehr Cubic Feet an Produktion. Ja. Das heißt, gerade eben haben wir gesprochen über MCF und er hat gerade eben gesagt, also er möchte 1 Million Cubic Feet, soll jetzt in den nächsten paar Wochen erreichbar sein und wenn es sehr gut läuft, dann haben wir 1,5 Millionen oder gar 2 Millionen und um solche Thematiken geht es. Das heißt, wenn er über Millionen spricht, dann redet er über die Millionen an Cubic Feet, was wir im Moment gerade fördern können oder was an Steigerungen geplant ist. So.
Okay. At some point, we're going to shoot a 3D seismic survey across Cisco Dome to find optimal locations for more gas and to look for deeper zones that might have helium. Genau, und die 3D-Seismik werden wir nutzen, um in Zukunft auch über den Cisco Dome drüber zu schauen, um da auch Helium-Vorkommnisse zu finden und auch in die Tiefe reinzuschauen. And then we will acquire additional leases as we think the opportunity presents to us. Und dann werden wir uns auch entsprechend der Möglichkeiten, die wir sehen und des Profit, den wir sehen, noch weitere Pachten abschließen. Steve? Yes. Just a moment. Go back. About the acquisition of additional leases. Yes. When Robert spoke, he told us that we have 36 wells. I think 63. Existing wells. 63 existing wells. Yes, but on additional leases, we need to do our own drilling, yeah? He told us we don't need any drilling, we have existing wells. Okay, so gas declines through time. Oil production declines through time. You start a well today, let's say it's doing 100 MCF. Within 10 years, it's doing 5. So you have to have ongoing, and you design a helium plant at a certain flow rate. Okay, I can start again. You have to do that again, a bit slower, please. Also es geht jetzt darum, also wenn die normale Gasquelle, die fängt dann mit dem Betrag X an, dass er produziert. So mit der Zeit wird es ja immer weniger, man ist eine Decline Rate, das heißt es gibt einfach eine Rate, wo es einfach nach und nach runtergeht. Jetzt hat Steven, das heißt, wenn wir jetzt hier eine neue, wie Robert vorhin gesagt hat, wenn wir natürlich eine Lease kaufen, muss man immer gucken, oder besorgt, muss man immer gucken, passt der Output von der aktuellen Quelle auch immer zu dem, was wir im Moment schon gedacht haben, was wir an Produktion da haben. Das heißt, es muss sich irgendwo in das Gesamtbild oder Gesamtzusammenspiel von den einzelnen, von der Gasproduktion zusammenpacken. Und wenn wir jetzt auch über die Heliumplan reden, dann reden wir vor allem auch darum, weil die Linde wird für uns ja eine Helium Recovery Unit bauen, die aufgrund einer ganz speziellen Spezifikation funktioniert. Und das muss natürlich jetzt auch mit berücksichtigt werden, wenn wir jetzt hier nach Helium bohren und den aktuellen Gasdruck haben, weil wir haben einen Gasdruck in diesem Gesamtplan, ja, in dieser Gesamtfabrik haben wir einen gewissen Gasdruck da und jetzt kommt noch das Helium oben drauf und jetzt muss auch die ganze Anlage jetzt so justiert werden, dass die auch mit dem Gasflow, der überhaupt aus diesen ganzen Quellen kommt, plus dazu noch die neuen Quellen, plus das Helium, das muss man sich wieder rausfinden, wie man das am geschicktesten hinbekommt. So we have 63 wells existing. They'll give us so much gas, but we're also planning to drill 20 wells this year. And a lot out of it, hopefully cash flow. Because we want to get the production up to 3 to 5 million a day, because that will give us a good flow rate in terms of helium as well as gas production. Und wir haben aktuell 63 existierende Quellen, aber wir planen auch noch dieses Jahr 20 weitere zu bohren. Und aber auch natürlich mit einem Cashflow, der damit zusammenhängt, einem Fluss an Geld. Und wir planen eben diese Produktion auf 3 bis 5 Millionen, das sind jetzt wieder die Kubikfuß, aufzustocken. Can I say No. something? Go ahead. There are many wells that were plugged because they had gas. I'm going to get to those. Okay. But so there are wells out there that we know there's gas there, but they're not of the 63 because they weren't ever cased. They were plugged. But we could go back. Also es gibt auch noch weitere, zu den 63 Quellen noch weitere, die bereits verschlossen wurden, die noch nicht richtig aufgearbeitet oder bearbeitet sind. Ja, also teilweise sind zwar abgeschlossen, also platt, das heißt abgeschlossen. Und dann gibt es aber welche, wo man sagt, da gibt es auch ein Casing, das heißt, da ist Gestänge drin oder da ist auch schon ein Zementrohr ist dann schon da. Teilweise ja, teilweise nein. Das muss man einfach mal gucken, wie die jetzt im Moment gerade stehen. Genau, aber diese sind eben auch nicht Teil von diesen 63, die bereits erwähnt wurden. Die 20 Bohrungen sind jetzt Reaktivierungsbohrungen, ne? So die 20 drills you just said are these reactive, Komplett neu. those are new drillings. New drills. Ja. Brand new. Komplett neu. Ja. Okay. Aber Neubohrungen sind ja letztendlich momentan kaum machbar, weil die Materialkosten für Metall und das momentan gar nicht realisierbar ist.
But is it actually doable as the material cost for the iron and everything is so expensive? So is that actually sense? Does it make sense or is it doable? They are economic. Also die sind The cost wirtschaftlich lohnenswert. I wouldn't drill them if they weren't economic. Also ich würde sie nicht vornehmen, wenn sie nicht Gewinn abwerfen würden. This is the book Cliffs. This is Cisco Dome. This Das ist is Cisco beautiful Dome. in the summer. Sehr schön im Sommer. This is what we're going to chase at at the project. And we haven't talked about lithium, but we will in CO2 sequestration. And we do have a shale play that can be tested. Und das sind jetzt die Sachen, die wir in unseren Projekten planen zu erlangen. Wir haben jetzt noch nicht über Lithium geredet, aber das ist auch in Planung und auch die Rückführung von CO2. Next slide. Achso, Schiefer, tut mir leid. Das war ein Schiefer, genau, ein Business mit Schiefer oder einen Plan haben wir auch noch in der Planung. Also Shale. Okay, the recompletion program is started. We've been hindered by weather right now, but they will start again on Monday. We're expecting very cold weather, which makes it easy to get around. Also was jetzt die Aufbereitung von den von den Zonen, die noch nie produziert, also auf denen noch nie produziert wurde, diese Behind Pipes, von denen wir davor gesprochen haben, das ist jetzt in Planung. Das hat sich etwas verschoben wegen Witterung, aber jetzt ist es kälter und es bietet sich dafür sehr gut an, da man da sehr gut mitarbeiten kann. Kälter ist es jetzt und genau, und damit kann man besser arbeiten. So colder, why can you work better when it's colder on that? Ground's frozen, otherwise it's a mud adventure. Russia in the spring. Da der Boden einfach dann fest ist und es nicht schlammig oder zu schlammig wird. Okay, the plugging program is important. We have about $350,000 US as a bond. $350,000 as a bond with the federal government that guarantees we will plug all 120 wells we have. Okay? Go ahead. Also wir haben jetzt zu dem Verschließen von diesen Quellen. Also wir bekommen Mittel von der Regierung über 350.000 US-Dollar, um alle 120 Quellen zu stopfen. Ich glaube, es ist besser, wenn das Sie übernehmen, ich es nochmal, ich weiß nicht, wie ich das verstanden habe. Ja. Okay. We have a bond for 350,000 US that guarantees we will plug 120 wells with the US government. Genau, okay, ja. Also tut mir leid, das habe ich dann, glaube ich, falsch aufgeschrieben. Also wir haben 350.000 an Mitteln, ist das richtig? Oder Bonds ist... Stephen, can you explain how this bonds scheme works? So because I think this is not so common knowledge here. So can you just explain, so if you drill a well that you have to get a bond and what does it mean? And then we go to your specific... The federal government doesn't want me to walk away from the project without some sort of my having liability on cleaning up my mess. Also letztendlich will die Regierung nicht, dass ich die Produktion verlasse, ohne dass ich weggeräumt habe, was ich da verursacht habe. Every time I add new wells, they have an option to increase my bond at about $15,000 to $30,000 a well, or I can plug a well in response that's never going to do anything, and we have about 30 of those. But could you explain to me what the bond in this case really means? Das ist eine Sicherheitsleistung. Also ich wusste nicht, ob es in dem Fall jetzt auch so gemeint ist. Genau, also man hat eine. Do you have bonds on criminals here? You know, you get arrested. Yeah, I wasn't sure if it's the same bond. Oh, it's the same thing. Genau, also es ist eben eine Kaution, die die Regierung erhöhen kann mit jeder Quelle, die ich halt errichte. Oder wenn ich sie eben schließe, dann, so when you close it, then... When we close it, they don't increase our bond. Dann wird eben diese Kaution nicht erhöht. When we bought Cisco Dome 3 years ago, they wanted to increase our bonds. It was our bonds, Running Fox's bonds were at like $70,000. Genau, und vor 2-3 Jahren, als wir Cisco Dome erlangt haben, sollte die Kaution eben erhöht werden. An dem Punkt hatten wir eine Kaution von etwa 70.000 US-Dollar. Yeah.
They wanted to increase our bonds to $950,000 with the new wells Und, that we were taking from another operator. und mit diesen Quellen, die wir eben von einem anderen Betreiber übernommen haben, sollte die Kaution auf 950.000 US-Dollar erhöht werden. We told them, we're not putting up $950,000. They can take the whole project. And the other operator agreed, and we just all walk away. So they agreed to about $350,000. But as we add new Sorry, wells, can you repeat it? Just really. so they asked for $950,000 for a bond for all 120 wells. We said we will not do that. And the other operator who we were buying from agreed that we all just would walk away. That would look bad for the federal government out of Moab, Utah. Genau, und also das sollte eben für diese 120 Quellen, sollte die Kaution bei 950.000 liegen, aber das war zu viel. Und mit dem Betreiber haben wir auch ausgemacht, dass wir dann eben von diesem ganzen Deal wegtreten würden, wenn das dabei bleibt. Und das würde ein schlechtes Bild auf die Regierung werfen in dem Fall und dadurch hat sich dann auf 350.000 reduziert nach Verhandlungen. Oder? They agreed at $350,000. But as we add wells, they'll want to add more bonds on because we'll have more wells. Genau, dann haben wir uns eben auf die 350.000 verständigt, aber natürlich mit jeder Quelle, die dazukommt, würde auch die Kaution noch gesteigert werden. I have at least 30 monuments to science drilled by other people that by plugging them, I can offset adding new wells. Ja, und wir haben etwa 30 Quellen, die wir schließen können, da sie uns keinen Nutzen bringen und könnte damit die Quellen ausgleichen, die wir neu dazu holen. Just so you know, I didn't drill any of those wells. But when we bought properties, they came with the producing wells. Genau, also wir haben keine von diesen Quellen gebohrt, bloß die kamen als wir die Quellen übernommen haben, waren sie dabei. Und, the federal government in the state of Utah thinks it costs $15,000 to $30,000 to plug each well. I can plug them for $7,000 to $9,000 a well. So they aren't as expensive as they think, but they want this money more than what they need just to cover themselves. Genau, also die Regierung in Utah will eben oder gibt 15.000 bis 30.000 für das Stopfen dieser Löcher, aber wir können das ich kann das für 7.000 bis 9.000 machen in dem Fall. Also es ist weniger, als Sie denken, dass es eigentlich ist. Next slide. Any questions on that? Good. Okay. This is one of our compressor sites and the Book Cliffs. Das ist eine unserer Kompressionsanlagen. These 4 wells we have already started working on, and hopefully they will add 20 to 75 MCF gas per day. 20 to 75. Yeah, per well. Genau, also das sind jetzt 4 Quellen, an denen wir schon angefangen haben zu arbeiten. Und dort rechnen wir eben mit einem Potenzial von 20 bis 75 Millionen Kubikfuß. 1000? Million ist in dem Fall 1000. 1000 Kubikfuß. It's not a million, yeah. Next slide. These are the wells that Rob has analyzed. The initial, there's not 63 here, there's probably 20 something. But we expect the new zones to increase by 20 to 250 MCF a day per well, each well. Das sind jetzt Quellen, das sind nicht die vollen 63, das sind so 20 etwas, die bereits von Robert analysiert wurden. Und dort erwarten wir auch ein Potenzial von 20 bis 250.000 Kubikfuß pro Tag extra pro Quelle. Some of the zones won't work. Just so you know, there's no guarantee in the oil business or gas business. Also das Ding ist, einige von den Quellen werden einfach nicht funktionieren. Da gibt es in diesem ganzen Bereich einfach keine Garantie für. Only death and taxes is guaranteed. Next one. Nur der Tod und Steuern sind sicher. These are some of the wells we're going to plug to keep our bonds low. Also das sind jetzt einige der Quellen, die wir verschließen werden, um eben unsere Sicherheitsleistung niedrig zu halten. Next slide. Okay, so there's a shale play out here. It's called the Mancos, and we have one well, the 25-2, which actually produced from the Entrada, but oil on Cisco Dome. Not the previous operator, but their partner who was the operator before that. Genau, also das ist ich habe ja schon erwähnt, dass wir auch eine Schieferproduktion haben
und das Projekt nennt sich Mancos. Und diese Quelle, an der das gearbeitet wird, an 25.2, ist eine, an der aus der Entrada schon aber Öl gewonnen wurde. Also es ist im Cisco Dome, nicht von dem Vorbesitzer, sondern von dem Partner vom Vorbesitzer. Moved up the hole and perforated the Mancos, which is equal to the Niobrara, which is a very large play in Colorado. It's the same rock, just different names. Also die Mancos wurde dann eben von dem Betreiber davor perforiert. Es ist ähnlich zu dem Projekt der Niobrara. Es ist ein anderes Projekt in den Vereinigten Staaten. Es ist selber Stein, selbes Prinzip, bloß anderer Name. When they drilled this well, probably 40 years ago, they ran into lots of oil and gas shows drilling through this section of the Mancos. I have drilled a dozen wells out here and got a lot of shows in the Mancos. 10 years ago, we tried to complete the Mancos, but the technology for fracking was in early stages. Also bei der Bohrung von der Mancos vor etwa 40 Jahren wurde bei der Bohrung auch, what was found? Oil, gas and shale. Oil, gas in the Mancos Shale. Genau, und in dieser Mancos Schieferebene wurde eben auch Öl und Gas gefunden bei der Bohrung. Und wir haben auch schon einige Bohrungen vorgenommen in der Vergangenheit in der Mancos, aber da war die Technologie des Frackings noch nicht so weit fortgeschritten. Deswegen konnte man damit noch nicht richtig arbeiten. Oder ausreichend. So one well I drilled, we were flowing gas across the interstate, I-70, major highway in the area. It was a great tourist attraction for 5 days. Also in einer von den Quellen, die wir gebohrt haben, haben wir dann Gas über die Interstate laufen lassen und das war dann für 5 Tage eine sehr schöne Touristenattraktion. When I went to complete it, I couldn't get the gas out because the technology wasn't available that time to get the gas out. Ich konnte zu der Zeit das Gas einfach noch nicht richtig rausbekommen, da die Technologie damals einfach noch gefehlt hat. We are talking to Calfrac, which is a Calgary-based company, but has operations in Grand Junction. And I've worked with them for years, and they're coming up with a plan to stimulate these wells, the Mancos. Und wir sind auf eine Firma Calfrac zugegangen, mit denen arbeite ich schon mehrere Jahre zusammen und mit denen planen wir what were you planning? To frack the well. Genau, um eben diese Quelle zu fracken mit dieser Firma. We could get high as 200 MCF a day. We could get higher. We could get as low as 20 to 75 MCF a day. It's the last line. Ja. Genau, und das Potenzial ist, wir warten etwa 200.000 Kubikfuß oder auch 20 bis. Sorry, you expect either 200 or. Yeah, it screwed up on my language there. No, I just don't. Terrible English. I just don't get. It just say 200 MCF a day. 200.000 Kubikfuß am Tag erwarten wir. The Mancos covers everything out here, so it's a potentially large play. Und die Mancos durchzieht die ganze Gegend eben, deswegen ist es ein sehr hohes Potenzial. Equipment purchases, these are just some of what we would like to buy. It will keep our costs down and allow us to respond quickly when we need to do things. Right now we're dependent upon a lot of third-party vendors. Ja, das ist wieder die Ausrüstung, die wir kaufen wollen, einfach damit wir die zur Verfügung haben und auch schnell reagieren können. Und aktuell gehen wir immer noch über Drittparteien. And then the Helium plant. Once we have drilled 4 to 8 additional wells, which we're in the process of doing, getting permits for them, once we have gas flows, we'll start commissioning Linde to build the plant, hopefully. Genau, und sobald wir die noch weitere 4 bis 8 Quellen gebohrt haben, werden wir den Typ werden wir analysieren, was für eine Heliumanlage wir nutzen. Und dort werden wir dann auf Linde zukommen und hoffen, dass da was entsteht. This is just an estimate of potential reserves of 3 BCF of helium from the project. It could be a lot more,
it could be a lot less. We just don't know at this point. Also das unten ist einfach das Potenzial, was wir sehen, was drin an Helium vorhanden sein könnte. Und das sind 3 Milliarden Kubikfuß. Könnte mehr, es könnte weniger sein, das ist unsere Einschätzung. I would be happy with this amount, 90 million. Also wir wären auch schon mit 90 Millionen in dem Fall glücklich. Next slide. 3D seismic across the Cisco dome. That's a vibrating truck. They basically vibrate the ground, put sound into it, and we record it. But this is what we'll be looking for when we do the 3D survey. Sorry, what were you looking for? This. I couldn't understand you. I was Yeah, I heard distracted. other people talking. Yeah. So when we do the 3D survey, this is what we'll be looking for in terms of upscaling our targets and finding new drilling locations. Ja, und was wir mit der 3D-Seismographie erreichen wollen, ist eben, dass wir mehr Produktionsmöglichkeiten, mehr Potenzial finden können. And also reduce risk. Und auch das Risiko zu reduzieren. Okay, lithium and, I left out the 2 on CO2. Lithium is very big. There's a lot of industry people who are looking at extracting lithium from brines. Oil field brines or just brines, can have a lot of lithium. We have about 12 to 14 parts per million lithium in our brines. What is a brine? Salt water. Das ist Abwasser, das bei der Produktion von Öl entsteht. Genau. Und eben zum Thema Lithium und CO2, also Lithium ist zurzeit eine sehr große Sache. Viele Industrien versuchen das zu fördern. Es ist sehr viel Lithium ist enthalten in den Abwässern, in den Brines. Genau. Okay. We are talking to a company out of Calgary, Alberta, that can take that lithium amount and extract it if we can evaporate some of the water off and extract the lithium for sale. And we're in the process of them having analyzed how to do that. Fortunately, Genau, wir sind aktuell im Gespräch mit einem Unternehmen in Calgary, mit denen wir das Lithium extrahieren können, wenn wir Wasser verdampfen. okay, Und aktuell sind wir im Prozess der Analyse. we have evaporation pits right next to our processing facility for gas and helium that is basically abandoned, but it will allow us to evaporate the water out. We just dump the water in. We can actually put a pipeline from wells to dump the water in. Ja, und wir haben neben unseren Anlagen haben wir bereits Felder zur Verdampfung. Und wir haben auch die Möglichkeit, dass wir einfach das Wasser dort reinbringen oder auch über Pipelines direkt das Abwasser dort hinleiten können, damit es dann dort verdampft werden kann. And this will be another revenue source if it works. Und das wäre dann auch noch eine weitere Einnahmequelle, wenn es genauso funktioniert. We are picking up 2 new leases this Friday, we hope. The state of Utah has they put out for bid their leases. So you just can't make a deal with them. You have to go bid on them. Und aktuell haben wir 2 neue Pachten, die wir hoffentlich am Freitag abschließen werden. Die werden von Utah versteigert. Also es ist nicht so, dass man mit einem Angebot auf die zukommen kann. Man muss da quasi für bieten. Our processing facility is right there. This lease has the highest helium value in the area, other than Harley Dome. Also dieses Feld oder dieses Land hat die höchste Heliummenge in diesem Bereich halt und genau am oberen Rand ist unsere Anlage. This lease is at Cisco Dome, sits right here. There are 3 wells here that were plugged. They were capable of gas. Genau, und hier ist in dem Feld ist es bei Cisco Dome. Dort gibt es 3 Quellen, die verschlossen wurden, die aber Gas produzieren würden. They were drilled 35 years ago. The operator of the field refused to take their gas. We don't have to take anybody else's gas. They plugged those wells. Rob has calculated at least a BCF of gas in those wells. So this is low-hanging fruit. Genau, das wäre wieder tiefhängendes Obst. Da vor 35 Jahren, als das gebohrt wurde,
wollte der Betreiber das Gas nicht nehmen. Das heißt, wir hätten das Gas einfach dort. Und wir erwarten nach den Analysen von Robert, dass da in den Quellen, how many wells were it? Three. Dass in den 3 Quellen dort eine Milliarden Kubikfuß Gas vorhanden sind. Now the obstacles is my own government. They like to get in my way. Weather, we are in the middle of winter, but this coming week it's freezing, so there's no mud. We've been having mud problems. Also einige Hindernisse ist allen erst voran meine eigene Regierung. Die macht da leider sehr oft einen Strich durch die Rechnung. Und auch das Wetter kann ein Hindernis darstellen. Lack of material, to your point, but we actually have a lot of pipe and tubulars already. Lack of manpower, it's a major problem in all the U.S. industries, and lack of available vendors. Ja, und dann hätten wir noch das Materialmangel, wie wir gerade eben auch schon gehört haben. Aber da haben wir auch schon einige Rohre und selbst da. Dann natürlich in den USA ist gerade auch überall ein Problem der Mangel an Arbeitskräften und auch der Mangel an Verkäufern oder Anbietern, die zur Verfügung stehen. The lack of vendors is we buy our own equipment. Und das versuchen wir, also den Mangel an diesen Verkäufern, versuchen wir so zu umgehen, dass wir deswegen unser eigenes, also das bezieht sich auf das Kaufen von den Equipment, was wir selbst wollten. Lack of manpower, we just offer good salaries and conditions to work. Was wir da gegen den Mangel an Arbeitskräften versuchen zu machen, ist einfach, dass wir gute Bezahlung anbieten und gute Arbeitsverhältnisse. I was told this is not a common saying in Germany, but it's a very common saying in the U.S. A lot of this is like herding cats. You just never get them to go in the right Das direction. ist ein Spruch, der sehr üblich in den Vereinigten Staaten ist, hier weniger. Grob übersetzt, das Projekt ist wie wenn man versucht, eine Herde Katze zu führen. Es klappt nie so, wie man will. So solutions is we're going to drill a lot of wells on state land because they permit very quickly. Lösungen sind, dass wir eben versuchen, in Land oder auf Land von der Regierung zu bohren, da dort die Pachten oder da dort der Prozess sehr schnell geht, das Ziel zu erlangen. For the land, the wells we want to drill on federal land, they have thrown an obstacle. There's a plant called milkvetch. It's supposedly rare, and they want to have us look to see if it's there. It only blooms from April to mid-May. So we're going to do 20 locations because otherwise they'll delay us till next year on those wells. Und dann, was auch noch ein Problem ist in dem Land, was wir von der Bundesregierung, von der Regierung bekommen, ist, dass dort anscheinend eine Pflanze wächst, die sehr selten oder gefährdet ist. Die blüht auch nur zwischen April und Mai. Und deswegen haben wir uns 20 Quellen angeschaut und untersucht. Oder werden 20 Quellen untersucht. The state of Utah doesn't care about milkvetch. They don't care about really anything except getting money into the government. This should be a very good year for this whole project. Next slide. Utah kümmert sich tatsächlich auch nicht wirklich um diese Pflanze. Die wollen einfach nur das Geld bekommen, was sie dann an die Regierung geben können. Deswegen denke ich, dass das für dieses Projekt dann trotzdem noch ein sehr gutes Jahr ist. Potential for the project, 2 to 6 million a day, 5 to 12 BCF of reserves of new gas. Das Potenzial ist 2 bis 6 Millionen Kubikfuß pro Tag und 5 bis 12 Milliarden Kubikfuß an Reserven in Gas. 100 to 500 barrels of oil. There's going to be oil wells out here. Und da werden auch Ölquellen sein, das heißt, wir rechnen mit 100 bis 500 Fässern Öl am Tag. We didn't talk much about natural gas liquids. In my gas stream, I have to take out what we call hydrocarbon liquids. Okay, sorry, that again, please. Take out hydrocarbon liquids. No, the whole sentence, I'm sorry. Okay. We didn't talk about natural gas liquids. These are liquids, hydrocarbons that are in the gas stream. They're just dissolved there. And we didn't talk about it much, but they're waste. They're a waste product, which means we pay no royalties on them. So it's 100% to the investors. And we expect 500,000 barrels of liquids or more from the gas stream. Ist das LNG? LNG. Oder LNG? Nee. No, it's not LNG. LNG is liquid natural gas. Yeah. It's propane, butane, hexane. Genau, und das sind Flüssigkeiten, die mitgeführt werden.
Und je nachdem, wie halt auch die Temperatur und der Druck sich in diesen Leitungen befindet, können sich mal Flüssigkeiten bilden und die spült es einfach bei dem Gasproduktionsprozess mit raus. Gut. Und das genau, und das ist eben auch, also das habe ich mir merken können. Das wird eben auch als Abfallprodukt gesehen, deswegen ist es eben steuerfrei und einfach zu verkaufen, dass es eben genau, als Abfallprodukt gesehen wird. We've talked about the helium. And then the tax credits. The tax credits could add $4 to $8 million a year in revenue to the project, in which we would sell to people like Dow Chemical, all sorts of manufacturing people, agricultural people. They're very valuable. And they keep raising the price of those tax credits per ton. And that's we just have to put in a couple disposal wells. Sorry, yeah, go ahead. Es wird ein bisschen spät für mich. Can you do that again a bit slower, please? Sure. So we have the tax credits of $4 to $8 million. Sind das Steuergelder oder was ist Tax? Ja. Genau, also wir haben Steuergelder von 4 bis 8 Millionen US-Dollar im Jahr. These tax credits are putting CO2 back in the ground, require specialty wells. Und mit diesen Steuergeldern wird CO2 wieder zurück in den Boden gegeben. Hat das nicht gerade gesagt? Nee, das ist anders. Okay. Wir haben ja CO2, würden wir mit und wir können das in sogenanntes Disposal Well reinstecken. Das heißt, man kann das natürlich jetzt in Abfallquellen praktisch rein zurückführen. Dafür bekommen wir einen Steuerkredit. Das wird jetzt gerade geschätzt, zwischen 4 bis 8 Millionen US-Credits bekommen wir. Was machen wir? Es ist einfach nichts anderes als ein Zertifikat, was wir bekommen. Und diese Credits kann man zum Beispiel an die Landwirtschaft dann wieder weiterverkaufen. Ja, ganz einfach. Okay. Ja, ganz einfach ist nett, aber einfache Übersetzung. Einfach formuliert, genau. Also einfach, weil wir CO2 in den Boden zurückleiten und dort lassen. Ja? Genau, ja, also genau. Es ist nichts anderes, als was bei uns jetzt halt auch läuft, dass wir im Prinzip das CO2 einfach runterladen müssen, also einfach unter den Erdbereich geben. Dafür kriegen wir Steuerkredite. Mit denen können wir aber nicht wirklich was kommerziell nicht so viel anfangen. Doch, wir können was am Anfang, wir verkaufen die einfach, nämlich dort, wo wirklich was gebraucht wird, zum Beispiel in der Landwirtschaft, wo viel CO2 entsteht, und dort verkaufen wir es hin. So by the end of February, we hope to be at least at $1 million a day. Ja, und gegen Ende Februar hoffen wir, dass wir bei 1 Million Kubikfuß And with the new drillings, by April or May, be at 2 or 3 million a day. und mit den neuen Bohrungen bis April vielleicht bei 2 bis 3 Millionen am Tag. And last slide. Thank you for coming.